Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem die Kälte die Seele vereist, wo das Leben bei jedem Morgengrauen an einem seidenen Faden hängt. Ein riesiges, unberührtes Reich, das nur die Stärksten, Klügsten und Widerstandsfähigsten ihr Zuhause nennen können. Willkommen bei Natur und Ruhe 4K, wo wir in die wildesten Ecken unseres Planeten eintauchen, um seine am besten gehüteten Geheimnisse zu lüften. Heute führt uns unser Abenteuer in das gefrorene Herz der Welt, ein raues Land, das der Logik trotzt und uns mit seiner brutal schönen Wildnis in seinen Bann zieht: Sibirien. Dies ist die Bühne für die epischsten Überlebensgeschichten, in denen jedes Geschöpf ein Held in seiner eigenen Sage ist. Dies ist nicht nur eine Geschichte über atemberaubende Landschaften, sondern auch eine rohe und fesselnde Erzählung über das Überleben, geschmiedet über Jahrtausende der Evolution. Hier zeigt die Natur ihr wahres, unversöhnliches und gleichgültiges Gesicht und zwingt jedes Lebewesen, sich auf endlosem Schnee und bei beißenden Temperaturen zu entwickeln, zu kämpfen und sich anzupassen. Von den grauen Wölfen, die unter dem Sternenhimmel heulen und deren Atem in gefrorene Dampfwolken übergeht, bis zu den majestätischen sibirischen Tigern, die wie Geister durch die raureif bedeckten Bäume gleiten, ist jeder Tag ein Abenteuer, eine monumentale Herausforderung. Jeder Schritt in dieser riesigen, gefrorenen Weite ist ein Wagnis, ein Tanz zwischen Leben und Tod, bei dem der kleinste Fehler das Ende bedeuten kann. Sind Sie bereit, die Kälte zu umarmen, den Nervenkitzel der Jagd zu spüren und die Verzweiflung des Hungers zu spüren? Machen Sie sich bereit, die unglaubliche Widerstandsfähigkeit des Lebens am härtesten Ort der Erde zu entdecken. Das ist Sibirien und seine Geschichte wird Sie fesseln. Begleiten Sie uns auf diesem visuellen und akustischen Abenteuer, einer unvergesslichen Reise in das Herz der Wildnis, wo das Leben mit inspirierender Zähigkeit weiter besteht. Verpassen Sie es nicht. Sibirien. Der Name beschwört Bilder unbarmherziger Kälte, weitreichender, unberührter Weiten und einer Härte herauf, die sich der menschlichen Vorstellungskraft entzieht. Dieses riesige Land, das 77% des russischen Territoriums ausmacht und sich über fast 10% der Erdoberfläche unseres Planeten erstreckt, ist ein Universum geografischer Gegensätze und Paradoxien. Eine Wiege, in der die Elemente Landschaften von unvergleichlicher Schönheit und Brutalität geformt haben.
Von den gefrorenen Wüsten der Arktis, die von schneidenden Winden heimgesucht werden, bis zu den endlosen Wäldern der Taiga, dem größten Nordwald der Welt, der sich über Tausende von Kilometern erstreckt, der gefrorenen Tundra, die im Sommer in einem Ausbruch von Farben erwacht, und den majestätischen Flüssen wie dem Jenisei und der Lena, die monatelang unter einer mehrere Meter dicken Eisschicht gefangen sind, ist Sibirien ein Mosaik vielfältiger Ökosysteme, von denen jedes unwirtlicher ist als das vorherige und jedes eine extreme Anpassungsfähigkeit von seinen Bewohnern verlangt. Hier existiert die Natur in ihrem reinsten, ungefilterten und kompromisslosen Zustand und diktiert die Überlebensregeln mit absoluter Autorität. Die Temperaturen können mit erstaunlicher Brutalität von einem Extrem zum anderen schwanken. In der eisigen Umarmung des Winters sinken die Thermometer auf bis zu -60 Grad Celsius und noch tiefer im berühmten Oymyakon, dem Kältepol, und verwandeln die Luft in Eiskristalle, die die Haut verbrennen, und die Landschaft in eine stille und weiße Welt, in der der Atem sofort gefriert. Bei peitschenden Schneestürmen sinkt die Sicht auf Null und die Geräusche werden gedämpft, was eine Atmosphäre tiefer Isolation schafft. Doch lassen Sie sich nicht von diesem Bild des ewigen Winters täuschen. Der sibirische Sommer, obwohl kurz, ist eine Explosion des Lebens und der Hitze, die mit unerwarteter Heftigkeit zuschlägt. Die Temperaturen können 38 Grad Celsius überschreiten, was gefrorene Böden in Sümpfe und die weiten Tundren in einen leuchtenden Teppich aus Wildblumen, Moosen und Flechten verwandelt, Millionen von Zugvögeln anzieht und eine Insektenblüte freisetzt, die eine neue Herausforderung für die lokale Fauna darstellt. Dieser extreme Kontrast prägt nicht nur die Landschaft, sondern bestimmt auch den Rhythmus und das Leben aller darin lebenden Kreaturen und zwingt sie zur Anpassung oder zum Tod. Jede Art, die versucht hat, sich in Sibirien niederzulassen, ist ein lebendes Zeugnis für Anpassung, Widerstandsfähigkeit und die unaufhaltsame natürliche Selektion. Sie haben einzigartige Strategien entwickelt, von denen einige in ihrer Genialität verblüffend sind, um die Schwankungen des bipolaren Klimas zu überleben, indem das Überleben ein ständiger Tanz zwischen List, roher Stärke und der Fähigkeit ist, in den schwierigsten Zeiten Nahrung zu finden. Hier kann der kleinste Fehler, ein falscher Schritt, eine Ablenkung oder eine schlechte Entscheidung den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, ein hartes Schicksal, das von der Natur bestimmt wird.
Vom majestätischen Elch, dem größten Hirsch der Welt, mit seinen langen Beinen im tiefen Schnee nach Nahrung suchend, bis zum Grauwolf, einem hervorragenden sozialen Jäger, der sein Rudel durch peitschende Schneestürme auf der Suche nach Beute führt, ist jeder Tag eine Prüfung der Ausdauer. Seine Artenvielfalt ist trotz der harschen Bedingungen erstaunlich. Hirsche, Elche, Rentiere, der imposante sibirische Tiger, die größte Katze der Planeten, ein gestreiftes Gespenst im verschneiten Wald und der mythische Eisbär, der König der Arktis, sind nur einige der Juwelen, die dieses riesige Territorium beherbergt. Außerdem finden wir wilde Rentiere, Polarfüchse, Sobel, Luchse, Bisont und unzählige Zugvögel. Jede Art hat ihre eigene ökologische Nische gefunden. Jede spielt eine entscheidende Rolle im fragilen und komplexen Gleichgewicht dieses riesigen Ökosystems. Aber das Dasein in Sibirien ist nicht statisch. Es ist ein unaufhörlicher Zyklus von Geburt, Kampf, Tod und Wiedergeburt, angetrieben von den Jahreszeiten und der strengen Hand der natürlichen Selektion. Es ist ein Land, in dem die Stille der König ist, nur unterbrochen vom Heulen des Windes oder den Rufen eines Raubtiers und der Achtung vor der Natur das einzige Gesetz ist, das den Fortbestand des Lebens sichert. Dies ist die Kulisse für unsere Geschichte. Ein Epos von Widerstandsfähigkeit und Wunder im Herzen der gefrorenen Erde. Wenn die unerbittlichen arktischen Winde über Sibirien hereinbrechen, verwandelt sich das Land in ein gefrorenes Schlachtfeld, eine weiße Einöde, in der das Leben mit einer beinahe schmerzhaften Hartnäckigkeit am Leben festhält. Von November bis April ist der Winter eine unerbittliche Einheit, eine Urgewalt, die die Grenzen jedes Lebewesens austestet und sie an den Rand der Auslöschung drängt. Die Tage schrumpfen auf wenige Stunden schwindenden Sonnenlichts, das die Landschaft in ewige Dämmerung taucht, während die Nächte sich verlängern und mit frostigen Armen umfassen, die bis auf die Knochen frieren lassen, mit Temperaturen, die häufig auf -50 Grad und gelegentlich auf -60 Grad oder tiefer fallen. Die größte Herausforderung ist nicht nur die extreme Kälte, die mit jedem Atemzug die Lungen brennt, sondern auch die kritische Nahrungsknappheit. Da der Boden von meterdickem, undurchdringlichem Schnee bedeckt ist und Süßwasserquellen zu Eis geworden sind, wird jeder Bissen zu einem begehrten Schatz, jede gewonnene Kalorie zu einem monumentalen Sieg gegen den Hunger. Die großen Pflanzenfresser, wie der majestätische Elch, der über 700 Kilogramm wiegen kann, stehen vor einem täglichen Kampf ums Überleben.
Mit ihren langen Beinen, die für das Wandern durch Sümpfe angepasst sind, bahnen sie sich ihren Weg durch den tiefen und dichten Schnee, der manchmal über 1 Meter hoch ist, und suchen verzweifelt nach jeglichen Knospen, Zweigen, Rinde oder Flechten, die ihren quälenden Hunger stillen könnten. Jeder Schritt ist eine enorme Anstrengung, die lebenswichtige Energie verbraucht, und jeder Bissen ein mühsames Unterfangen. Ihr Überleben hängt davon ab, genug Nahrung zu finden, um ihre massive Körpermasse zu erhalten und die notwendige Stoffwechselwärme zu erzeugen, um nicht zu unterkühlen, während ihre Fettreserven unaufhaltsam schwinden. Doch die Bedrohung kommt nicht nur von Kälte und Hunger, sondern auch von Raubtieren, die die Schwächsten jagen. Der Moschusochse, eine beeindruckende, prähistorisch anmutende Kreatur, dessen dichtes, zotteliges Fell bis zum Boden herabhängt, nutzt eine andere Strategie. Mit 2 dicken Fellschichten, die dicker als Schafwolle sind, und einem stämmigen Körperbau können sie den extremsten Temperaturen und den heftigsten Schneestürmen standhalten. Um Nahrung zu finden, nutzen diese grabenden Giganten ihren Kopf und ihre massiven Hörner, um durch den verhärteten Schnee zu pflügen und die spärliche Vegetation freizulegen, die darunter vergraben liegt. Wenn sie sich durch Raubtiere wie Wölfe oder Eisbären innerhalb ihres arktischen Verbreitungsgebietes bedroht fühlen, bilden sie enge Verteidigungskreise, die eine Mauer aus scharfen Hörnern präsentieren und ihre schutzlosen Kälber im Zentrum beschützen, eine uralte Taktik, die über Jahrtausende perfektioniert wurde, um in einer feindlichen Welt zu überleben. Und in der weißen Dunkelheit mit durchdringenden Augen und unerbittlichen Instinkten lauern die Jäger, die gerissensten Tiere des sibirischen Winters. Der Grauwolf, das Spitzenraubtier, der unbestrittene Anführer und strategische Meister, führt sein Rudel in unerbittliche und oft brutale Verfolgungsjagden. Mit einem scharfen Geruchssinn, der Beute aus Kilometern Entfernung aufspüren kann, und einer immensen Ausdauer, die es ihnen ermöglicht, unaufhörlich weite Strecken zurückzulegen, verfolgen sie ihre Beute kilometerweit durch das gefrorene Gelände und warten auf den Moment der Schwäche oder Erschöpfung. Das Rudel, eine perfekte Einheit aus Zusammenarbeit und Kommunikation, arbeitet zusammen, um ihr Ziel zu umkringeln und zu erschöpfen, sei es ein einzelnes Rentier, das von seiner Herde getrennt wurde, oder ein Elch, der durch Hunger und Kälte geschwächt ist. Für den Wolf ist jede Jagd eine Frage von Leben und Tod, nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Jungen, die vollständig vom Erfolg der Erwachsenen abhängen.
Die Szene einer Wölfin mit ihren Jungen, mager, aber mit hoffnungsvollen Augen, die Schutz in einer eisigen Höhle suchen, während draußen der Wind heult und der Schnee unaufhörlich fällt, ist eine ergreifende Erinnerung an die unversöhnliche Härte des Lebens und die Stärke der Familie in dieser feindlichen Umgebung. In dieser weißen Hölle verzeiht die Natur keine Fehler oder Schwächen. Nur die Stärksten, die Schnellsten oder die Intelligentsten, diejenigen, die die Kunst der Geduld und der Strategie gemeistert haben, werden den nächsten Sonnenaufgang und das Versprechen des Brünlings erleben. Es ist eine Symphonie aus Widerstandsfähigkeit, Strategie und Brutalität, in der jede fallende Schneeflocke eine Geschichte vom epischen Kampf ums Überleben erzählt. Jenseits der weiten, gefrorenen Landschaften Sibiriens erstreckt sich ein ebenso unwirtliches, aber vor den Augen verborgenes Reich unter dem Eis, das Arktische Meer und seine angrenzenden Gewässer, die die meiste Zeit des Jahres unter Quadratkilometern von Meereis gefangen sind. Es ist eine Welt der Stille, der Dunkelheit und des tiefen Blaus, in die das Sonnenlicht kaum vordringt und in der Leben auf den ersten Blick unmöglich erscheint. Doch unter dieser eisigen Oberfläche, die mehrere Meter dick sein kann, verbirgt sich ein lebendiges und außergewöhnlich angepasstes Ökosystem. Ein komplexes Netz marinen Lebens, das den härtesten Bedingungen trotzt und ein erstaunliches Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit der Natur ist. Hier sind die Robben, mit verschiedenen Arten wie der Ringelrobbe oder der Bartrobbe, die wahren Herrscher des Eises. Ausgestattet mit einer bis zu 10 cm dicken Fettschicht, Blubber, die als perfekte Isolierung gegen das eiskalte Wasser dient, und einem hydrodynamischen Körper, der es ihnen ermöglicht, mit überraschender Anmut unter Wasser zu gleiten, sind diese Tiere darauf spezialisiert, in der Dunkelheit des Ozeans Fische, Krustenteile und andere Meereslebewesen zu jagen. Aber ihr wahres Genie und der Schlüssel zum Überleben liegt in ihrer Fähigkeit, Atemlöcher im Eis zu schaffen und zu erhalten, indem sie ihre kräftigen Krallen oder Köpfe benutzen. Diese kleinen Löcher, die von der Oberfläche oft kaum zu sehen sind ihre einzige Verbindung zur Atmosphäre, zum Sauerstoff und zur Außenwelt. Durch sie tauchen die Robben auf, um zu atmen, sich kurz auf der Eisoberfläche auszuruhen und, was noch wichtiger ist, in Schneehöhlen ihre Jungen zu gebären und zu beschützen. Jedes Atemloch ist eine Oase des Lebens, aber auch eine extrem große Schwachstelle. Denn in diesem eisigen Reich sind Orcas, Schwertwale, die ultimativen Raubtiere, die wahren Meister der Rudeljagd und der kollektiven Intelligenz.
bekannt für ihre geistige Schärfe, ihre ausgeklügelte Kommunikation durch Klick- und Pfeiflaute und ihre komplexen Jagdstrategien, haben die sibirischen Orcas eine unglaubliche, fast schon legendäre Taktik entwickelt, um Robben auf dem Eis zu jagen. Sie patrouillieren geräuschlos unter der Wasseroberfläche, ihre dunklen Silhouetten sind durch das durchscheinende Eis kaum sichtbar. Sobald sie ein Beutetier entdecken, das sich sorglos auf einer Eisscholle ausruht, koordinieren sie einen verheerenden Angriff. Sie reihen sich auf und erzeugen mit unglaublicher Präzision riesige Wellen, indem sie ihre Schwänze und Körper synchron ins Wasser schlagen, was die Eisscholle zum Schwanken bringt und die Robbe desorientiert und beängstigt ins Meer stürzt. Einmal im Wasser ist die Robbe eine leichte Beute für die wartende Gruppe von Orcas. Es ist eine atemberaubende Zurschaustellung von roher Kraft, kollektiver Intelligenz und unübertroffener Umweltanpassung. Doch die wohl größte Bedrohung für Robben und in der Tat für alle Lebewesen in der Arktis und ihren Eisregionen kommt vom Land und vom Eis selbst, der Eisbär. Mit seinem cremeweißen Fell, das ihm eine perfekte Tarnung in der verschneiten Landschaft ermöglicht, und einem Geruchssinn, der eine Robbe kilometerweit unter dem Eis aufspüren kann, ist der Eisbär der ultimative Einzeljäger der Arktis, ein perfekt angepasster Räuber. Er bewegt sich heimlich über das Eis und wartet oft stundenlang geduldig in der Nähe von Robben-Atemlöchern oder Geburtsplätzen. Geduldig, berechnend und unheimlich stark wartet er den richtigen Moment ab für einen schnellen und tödlichen Angriff und nutzt seine enorme Schwesenheit und Kraft, um seine Beute zu fangen. Das Überleben des Eisbären ist untrennbar mit der Gesundheit und Ausdehnung des Meereises verbunden, da er das Eis als wesentliche Plattform für die Jagd auf Robben nutzt, seine wichtigste und fast einzige Nahrungsquelle. Ohne das Eis, das aufgrund des Klimawandels in alarmierendem Tempo verschwindet, wird das Leben der Eisbären unhaltbar, was sie dazu zwingt, auf dem Land nach Nahrung zu suchen, mit oft tödlichen Folgen. Die Welt unter dem Eis Sibiriens ist ein Ort von herber Blüten, verborgenen Wundern und inhärenter Brutalität. Sie ist eine deutliche Erinnerung daran, dass selbst in den härtesten und herausforderndsten Umwelten des Planeten das Leben einen Weg findet, zu gedeihen, zu kämpfen und zu überleben, aber auch, dass jedes Glied in der Nahrungskette sowohl entscheidend als auch extrem zerbrechlich ist. Nach den vielen lähmenden Monaten des Winters und der scheinbar endlosen Umarmung aus Eis weht ein Hauch von Hoffnung,
fast ein Flüstern des Lebens durch die weiten Lande Sibiriens. Der Frühling bricht an, nicht mit der sanften Langsamkeit und dem allmählichen Erblühen wie in anderen Breitengraden, sondern mit einem Ausbruch an Energie, einem plötzlichen und drängenden Erwachen. Die Sonne beginnt an Stärke zu gewinnen, ihre warmen Strahlen lassen die oberflächlichen Schichten aus Schnee und Eis langsam schmelzen, die Tage verlängern sich spürbar. Und allmählich weicht der riesige weiße Mantel, der das Land für ein halbes Jahr bedeckte, und gibt den feuchten und dunklen Boden darunter frei. Die Flüsse, einst regungslose und stumme Eiskäfige, toben nun mit der Wut des Schmelzwassers, reißen Äste, Sedimente und kleine Eisschollen mit sich und verwandeln die Landschaft mit ihren reißenden Strömen. Das Land, das unter seiner weißen Kruste geschlafen hat, erwacht mit einer spürbaren Dringlichkeit, einem frenetischen Ausbruch neuen Lebens. Für die Lebewesen Sibiriens ist der Frühling eine Zeit der Erneuerung und der Chance, aber auch eine Zeit intensiver Aktivität und neuer Gefahren. Es ist die Brutzeit, in der das Leben, das in den harten Wintermonaten unterdrückt und latent war, in einer gewaltigen Welle von Geburten ausbricht. Kleine, verletzliche und in ihren ersten Tagen tollpatschige Eisbär- und Braunbärjunge kriechen aus ihren im Schnee oder unter Wurzeln gegrabenen Höhlen, um ihren Müttern bei den ersten zaghaften Erkundungen der Außenwelt zu folgen. Jeder Schritt ist eine Lektion in Überleben, jeder Geruch eine neue Lektion in der Komplexität ihrer Umgebung. Die Bärenmütter, die von der Trächtigkeit und der Ernährung ihrer hungrigen Jungen erschöpft sind, müssen schnell Nahrung finden, um ihre Fettreserven wieder aufzufüllen und das Überleben ihres kostbaren Nachwuchses zu sichern, wobei sie ihnen die für die Zukunft unerlässlichen Fähigkeiten beibringen. In den schmelzenden Flüssen findet das jährliche Wunder der Lachswanderung mit einer frenetischen Energie statt. Tausende von Lachsen, angetrieben von einem fast schon mythischen, angeborenen Instinkt, schwimmen unaufhörlich stromaufwärts, springen über Wasserfälle und überwinden Hindernisse, um genau an den Orten zu laichen, an denen sie Jahre zuvor geboren wurden. Dieses große Ereignis ist ein Geschenk für die Raubtiere des Waldes und der Küsten. Bären, sowohl Braun- als auch Eisbären, in den Küsten- und arktischen Regionen versammeln sich an den Flussufern und Mündungen und werden zu geschickten Fischern.
Mit präzisen Pfotenschlägen und kräftigen Kiefern fangen sie die Lachse in einem Wettlauf gegen die Zeit, um die notwendigen Fettreserven aufzubauen, die ihnen dabei helfen, den langen und harten Winter zu überleben, der mit Sicherheit zurückkehren wird. Tief in den dichten Wäldern der Taiga verlässt der majestätische sibirische Tiger, die größte Katze der Welt und eines der schwerst fassbarsten Lebewesen des Planeten, sein einsames Leben, um sich zu paaren und Nachkommen zu zeugen. Im dichten Unterholz des Waldes zieht eine Tigermutter sorgfältig ihre kleinen gestreiften Jungen auf und lehrt sie die Kunst der verstohlenen Heimjagd und des stillen Überlebens. Der sibirische Tiger, der unbestrittene König seines Reviers, wird durch die immense Verantwortung, seine junge Familie zu schützen und zu ernähren, noch furchterregender. Seine Hauptbeute zu dieser Zeit sind die sibirischen Rehe, die ebenfalls Nachkommen bekommen, was die jungen und verletzlichen Tiere zu einer leichteren und zugänglicheren Beute für die hungrigen Tiger macht. Der sibirische Luchs, ein verstohlener und einsamer Jäger mit seinen spitz zulaufenden Ohren, charakteristischen Haarbüscheln und scharfen Augen, die es ihm ermöglichen, im Dämmerlicht zu jagen, profitiert von der Fülle an kleinen Nagetieren und Hasen, die im Frühling florieren. Er bewegt sich mit unglaublicher Agilität und erstaunlicher Heimlichkeit durch das Laub und Unterholz. Ein stiller Jäger, der sich auf Überraschung und Schnelligkeit verlässt, um seine nächste Mahlzeit zu sichern. In den höheren und raueren Bergen Sibiriens klettert das Agali-Schaf, eine Wildschafsart mit beeindruckenden spiralförmigen Hörnern, und die sibirische Steinziege, eine Bergziegenart mit langen ringförmigen Hörnern, mit erstaunlicher Geschicklichkeit die zerklüfteten Klippen hinauf, um nach frischem Gras zu suchen, das durch das Schmelzen des Eises zum Vorschein kommt. Steinadler, die majestätisch über den Gipfeln kreisen, ihr Fernglasblick die Landschaft abtastend, lauern von oben auf Beute und fügen diesem Gebirgsleben eine weitere Ebene ständiger Bedrohung hinzu. Sogar die Füchse, listig und opportunistisch, sind aktiv und jagen kleine Nagetiere und Vögel. Der sibirische Frühling ist eine Zeit der Chancen und Gefahren, in der jedes Kreatur nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Fortdauer und das Erbe ihrer Art kämpft. Das Leben bahnt sich mit seiner ewigen Resilienz und seinem unaufhaltsamen Antrieb einen Weg in diese raue Welt und nutzt das Zeitfenster, um zu wachsen, sich fortzupflanzen und sich auf die gewaltigen Herausforderungen vorzubereiten, die mit der Rückkehr des Winters zweifellos bevorstehen. Es ist ein Zeugnis dafür, dass selbst an den unbarmherzigsten Orten Hoffnung blüht.
Im Handumdrehen, nach dem schmelzenden Eis und der Explosion des Frühlings, hat der kurze, aber intensive Sommer Sibirien mit erstaunlicher Lebenskraft erobert. Was einst eine eisige, stille Einöde war, verwandelt sich nun in einen lebendigen Wandteppich aus üppiger Vegetation, pulsierenden Feuchtgebieten und frei meandernden Flüssen. Die Temperaturen steigen rasant an und überschreiten in vielen Regionen oft 30 Grad Celsius. Die Mitternachtssonne im hohen Norden beleuchtet das Land fast ununterbrochen und bietet endlose Stunden, in denen das Leben gedeihen kann. Dies ist die kurze, aber entscheidende Zeit, in der das Leben in Sibirien in eine Symphonie des Wachstums und der Aktivität explodiert. Ein Wettlauf gegen die Zeit, um die immense Fülle an Ressourcen zu nutzen, bevor der unerbittliche Winter mit seinen eisigen Armen zurückkehrt. In den einst gefrorenen, aber jetzt zugänglichen Gewässern der sibirischen Arktis kommen Blauwale, die sanften Riesen der Ozeane und die größten Lebewesen, die je auf der Erde gelebt haben, zur Nahrungsaufnahme. Indem sie große Mengen Plankton und Krill filtern, sammeln diese majestätischen Wale wichtige Fettreserven an, die ihnen helfen, die langen Wintermonate zu überleben, wenn das Meereis diese Gewässer wieder bedeckt. Es ist ein beeindruckender Anblick, diese kolossalen Kreaturen tauchen und wieder auftauchen zu sehen. Ihr Blasgeräusch hallt in der arktischen Luft wider, eine Erinnerung an die schiere Größe des Meereslebens in diesen extremen Breitengraden. Die Inseln und Küstentundren werden zu Zufluchtsorten für Millionen von Zugvögeln, die Tausende von Kilometern aus wärmeren Breitengraden gereist sind. Schneegänse kommen in riesigen Schwärmen an entlegene und geschützte Orte wie die Wrangelinsel an und bilden massive Brutkolonien, die die Landschaft mit einer Decke aus Federn und Rufen überziehen. Ihre Nester liegen verstreut in der Tundra und die geschlüpften Küken werden zu einer attraktiven und wesentlichen Nahrungsquelle für die einheimischen Raubtiere, die ebenfalls damit kämpfen, ihre eigenen Jungen aufzuziehen. Der listige Polarfuchs mit seinem jetzt dunkleren und besser getarnten Sommerfell bewegt sich zwischen den Nestern und sucht mit überraschender Geschicklichkeit nach schutzlosen Eiern und Küken in einem unerbittlichen Überlebenskampf für seine eigenen Jungen. Sogar Flamingos, Vögel, die typischerweise mit warmem Klima und Salzwasserlagunen assoziiert werden, finden in einigen südlich-sibirischen Feuchtgebieten eine vorübergehende Zuflucht, ein Beweis für die überraschende und oft unterschätzte Vielfalt der Region, die als Treffpunkt von Arten aus verschiedenen Klimazonen dient.
In der weiten Tundra und den offenen Wäldern stehen die Rentierherden vor einer neuen, vielleicht noch unangenehmeren Herausforderung als die Kälte, den unerbittlichen, massiven Insektenschwärmen, die mit der Wärme auftauchen. Millionen von Mücken, Bremsen und Kriebelmücken verfolgen die Herden, saugen ihr Blut und zwingen sie zu ständigen Bewegungen in weiten kreisförmigen Wanderungen, was ihre Energie erschöpft und sie schwächt. Verzweifelt suchen Rentiere Zuflucht auf windigen Berggipfeln, wo die Luft hilft, die Insekten abzuwehren, oder sogar auf den letzten verbliebenen Schneefeldern, um der ständigen Qual zu entkommen. Währenddessen geht in der dichten, üppigen Sommertaiga der Zyklus von Jagd und Flucht weiter. Der majestätische sibirische Tiger und der sibirische Elch setzen ihren tödlichen Tanz fort. Elche, obwohl stärker und besser ernährt als im Winter, bleiben ein Ziel für den Tiger, der die dichte Sommervegetation nutzt, um seine Beute mit tödlicher Präzision zu überfallen. Der Wettbewerb für Ressourcen ist hart, nicht nur zwischen Raubtier und Beute, sondern auch unter den Raubtieren. Wolfsrudel, die nach der Brutzeit nun mehr Welpen zu versorgen haben, intensivieren ihre Jagden, um jedes geschwächte, junge oder kranke Tier zu finden, das sich von der Gruppe entfernt hat, inklusive junger Moschusochsen oder älterer, anfälliger Individuen. Die sibirische Eule patrouilliert mit ihrer beeindruckenden Flügelspannweite und ihrem lautlosen Flug in der Dämmerung die Felder und Waldänder und jagt kleine Nagetiere wie Wühlmäuse und Maulwürfe, die in der Fülle der Sommervegetation gedeihen und eine konstante Nahrungsquelle für die Greifhäuter bieten. Krähen und Jäger sind auch Teil dieses Ökosystems und dienen als Aasfresser, die die Reste von Jagden beseitigen und sicherstellen, dass nichts in diesem ständigen Kreislauf von Leben und Tod verschwendet wird. Es ist eine komplexe und dynamische Symphonie von Leben und Tod, in der jedes Lebewesen um seinen Platz in der Nahrungskette kämpft, um Energie und Kraft für den langen, harten Winter zu sammeln, der bevorsteht. Der Sommer ist ein kritisches Zeitfenster, das maximal genutzt werden muss, da sein Ende genauso abrupt kommt wie sein Beginn. Obwohl unermesslich groß und scheinbar unbesiegbar, ist Sibirien leider nicht immun gegen die zerstörerische Hand des Menschen. Menschliche Handlungen, sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene, formen die Zukunft dieses unberührten Ökosystems erheblich um
und stellen Herausforderungen und Bedrohungen dar, die über die inhärente Härte des Winters hinausgehen. Die wohl gefährlichste und weitreichendste Auswirkung ist zweifellos der Klimawandel, eine globale Krise mit besonders verheerenden Folgen für die Polar- und Subpolarregionen. Die globale Erwärmung lässt den Permafrost schmelzen, den dauerhaft gefrorenen Boden, der weite Teile Sibiriens bedeckt. Wenn der Permafrost auftaut, setzt er massive Mengen an Methan und Kohlendioxid frei, zwei starke Treibhausgase, die wiederum die globale Erwärmung weiter beschleunigen und einen gefährlichen Teufelskreis in Gang setzen. Das Meereis, eine entscheidende Grundlage für das Überleben unzähliger arktischer Arten, schwindet mit alarmierender Geschwindigkeit, wobei jährlich neue Tiefststände verzeichnet werden. Für Eisbären, die unangefochtenen Könige der Arktis und perfekt angepasste Spitzenprädatoren, ist dieser schnelle Verlust des Meereises ein langsames und qualvolles Todesurteil. Das Eis ist nicht nur ihr Lebensraum, sondern auch ihre primäre Jagdplattform für Robben, ihre wichtigste Nahrungsquelle und essentielle Fettreserve zum Überleben. Ohne eine stabile Plattform zum Jagen müssen die Bären riesige Strecken schwimmen, um Nahrung zu finden, was ihre Energiereserven schnell aufbraucht, oder sich ins Landesinnere wagen, wo Nahrung knapp ist und Konflikte mit Menschen um Ressourcen leider unvermeidlich und oft tödlich für die Bären werden. Ihre Populationen schrumpfen dramatisch, ein klares und schmerzhaftes Zeichen für eine andauernde ökologische Tragödie, die weltweit Wellen schlägt. Doch der Klimawandel ist nicht der einzige stille Henker. Die menschliche Ausbeutung der riesigen und reichen natürlichen Ressourcen Sibiriens fordert ebenfalls einen verheerenden und irreversiblen Tribut. Die unersättliche Nachfrage nach Erdöl, Erdgas, Kohle und Mineralien hat zum Bau gigantischer und aufdringlicher Infrastrukturen geführt. Öl- und Gaspipelines, die unberührte Ökosysteme durchschneiden, Straßen, die die Landschaft fragmentieren und Industriestädte, die inmitten der Natur entstehen, Wälder roden und entscheidende Lebensräume für Wildtiere zerstören. Die riesigen Taiga-Wälder, die Heimat des schwer fassbaren und majestätischen sibirischen Tigers und unzähliger anderer Arten, werden mit alarmierender Geschwindigkeit für Holzschlag und landwirtschaftliche Expansion gerodet, sodass diesen majestätischen Großkatzen immer weniger Territorium zum Jagen, Brüten und Überleben bleibt. Der Rückgang ihrer natürlichen Beute, wie sibirische Rehe und Wildschweine, verschärft die Situation zusätzlich und treibt die Tiger zur Nahrungssuche in Gebiete näher an menschliche Siedlungen.
Die Wilderei ist eine weitere offene und blutende Wunde im Herzen Sibiriens, angetrieben von einem globalen Schwarzmarkt. Trotz strenger Gesetze und der mutigen Bemühungen der Behörden befeuert die illegale Nachfrage nach seltenen Pelzen, Hörnern, Stoßzähnen und anderen Tierkörperteilen einen lukrativen illegalen Handel, der die Populationen ikonischer und gefährdeter Arten dezimiert. Graue Wölfe, Rentiere und sogar der widerstandsfähige Moskusochse sind Opfer dieses brutalen Untergrundgeschäfts, das weder Alter noch Gesundheitszustand unterscheidet. Anti-Wildere-Patrouillen, bestehend aus engagierten Rangern und Freiwilligen, führen einen ständigen und oft gefährlichen Krieg gegen gut organisierte und bewaffnete Wilderer-Netzwerke. Diese Herausforderungen wirken nicht isoliert, sie sind miteinander verknüpft und verstärken sich gegenseitig, wodurch eine Abwärtsspirale der Umweltzerstörung und Biodiversitätsverlust entsteht, die viele Arten an den Rand des Aussterbens oder sogar darüber hinaus zu treiben droht. Der Verlust der Artenvielfalt in Sibirien betrifft nicht nur direkt die Tiere und Pflanzen der Region. Er destabilisiert ganze Ökosysteme, verringert die Fähigkeit des Planeten, das Klima zu regulieren und hat globale Auswirkungen, die uns alle betreffen. Die Überlebensgeschichte Sibiriens erreicht einen kritischen Punkt, eine Weggabelung, an der menschliches Handeln sowohl die grundlegende Ursache des Problems als auch die einzige wahre Hoffnung auf eine Lösung ist. Das Schicksal dieses eisigen Giganten liegt in unseren Händen. Angesichts der gewaltigen Bedrohungen, die über der majestätischen Landschaft und ihren Wildtieren schweben, ist in Sibirien noch nicht alles verloren. Trotz der enormen Herausforderungen leuchtet die Hoffnung durch unermüdliche Schutzbemühungen, ein Versprechen, dass die Menschheit mit ihrem Einfallsreichtum und ihrer Entschlossenheit dieses unschätzbare Naturerbe für zukünftige Generationen schützen kann und muss. Überall in der Weite Sibiriens, von den eisigen arktischen Küsten bis zu den tiefen Taiga-Wäldern, arbeiten engagierte Wissenschaftler, leidenschaftliche Naturschützer und widerstandsfähige lokale Gemeinschaften mit unerschütterlicher Entschlossenheit zusammen, um die angerichteten Schäden rückgängig zu machen und eine nachhaltige Zukunft für seine Wildtiere zu gewährleisten. Eines der grundlegenden Standbeine der Naturschutzarbeit in Sibirien sind die Naturreservate und Nationalparks. Weitläufige Schutzgebiete, in denen die Tierwelt mit minimaler menschlicher Einmischung gedeihen kann. Ein Beispiel ist der majestätische Leopard Land National Park im russischen Fernen Osten, der für die Erholung des stark bedrohten Amur-Leoparden von entscheidender Bedeutung ist, dessen Population sich dank jahrzehntelanger intensiver Arbeit hoffnungsvoll erholt hat.
Das abgelegene und unberührte Chronotski-Naturreservat auf der Halbinsel Kamtschatka, das beeindruckende aktive Vulkane und rauchende Geysirfelder beherbergt, bietet einen sicheren Hafen für ikonische Arten wie den Braunbären und den majestätischen Steinadler, die dort in ihrem natürlichen Zustand leben und sich vermehren können. Ein weiteres wichtiges Schutzgebiet ist die Wrangel-Insel, ein arktisches Inselreservat, das zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört und eine entscheidende Rolle für die Eisbärenpopulationen und die riesigen Kolonien von Seevögeln und Walrossen spielt, die an ihren Küsten einen sicheren Ort zum Nisten und Ausruhen finden. Diese sorgfältig überwachten und verwalteten Schutzgebiete fungieren als wahre Arche Noah für die sibirische Biodiversität und ermöglichen es den Populationen seltener und gefährdeter Arten, sich zu erholen und, so die Hoffnung, sich über ihre Grenzen hinaus auszubreiten. Weltweit anerkannte Organisationen wie der World Wide Fund for Nature Russland gehen mit innovativen Projekten voran, die modernste wissenschaftliche Forschung mit praktischen Maßnahmen vor Ort verbinden. Ihre Initiativen reichen von der Überwachung der Populationen von sibirischen Tigern und Amurleoparden mit fortschrittlichen Technologien wie hochauflösenden Fotofallen und satellitengestützten GPS-Halsbändern, die wichtige Daten über ihre Bewegungen und Gewohnheiten liefern, bis hin zu ehrgeizigen Umweltbildungsprogrammen, die lokale Gemeinschaften einbeziehen, die Koexistenz fördern und eine Generation von Naturschützern aufbauen. Darüber hinaus unterstützt der WWF Russland aktiv Anti-Wilderer-Patrouillen, stattet sie aus und bildet sie aus. Um die illegale Jagd wirksam zu bekämpfen, werden wichtige ökologische Korridore entwickelt, um den Tieren die freie Bewegung zwischen Habitaten zu ermöglichen, die durch menschliche Infrastruktur fragmentiert wurden. Und es werden innovative Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der Rohstoffindustrie zu minimieren, wobei ein Gleichgewicht zwischen Entwicklung und Erhaltung gesucht wird. Der Überlebenskampf ikonischer Arten wie des sibirischen Tigers und des Eisbären ist zu einem globalen Symbol für die dringende Notwendigkeit von internationaler Aktion und Zusammenarbeit geworden. Dank strenger Zuchtprogramme in Gefangenschaft und strenger Schutzmaßnahmen vor Ort hat die sibirische Tigerpopulation in einigen Schlüsselregionen ermutigende Anzeichen der Erholung gezeigt, ein Hoffnungsschimmer für dieses majestätische Tier. Obwohl Eisbären durch Erholung des Eismeerlebensraums weiterhin eine extrem gefährdete Art sind, tragen koordinierte Anstrengungen in Schutzgebieten wie der Wrangel-Insel und fortlaufende Forschung dazu bei, einige Populationen zu stabilisieren, indem sie ihnen sichere Umgebungen bieten, in denen sie jagen, sich vermehren und ihre Jungen abseits der größten Bedrohungen aufziehen können. Die Aufgabe ist gewaltig, die Herausforderungen sind immens und der Weg ist lang.
Aber die menschliche Beharrlichkeit, der Einsatz der Naturschützer und das wachsende globale Bewusstsein für die Bedeutung Sibiriens bieten einen hellen Lichtblick am Ende des Tunnels. Der Schutz Sibiriens ist nicht nur eine wissenschaftliche oder ökologische Verantwortung, es ist eine moralische Verpflichtung und eine Investition in die Zukunft unseres Planeten. Auf diese Weise retten wir nicht nur einzelne Arten vor dem Aussterben, sondern bewahren auch die Komplexität und die Majestät einer der letzten Bastionen wahrer Wildnis auf unserem Planeten. Eine ständige Erinnerung an die unglaubliche Schönheit, Widerstandsfähigkeit und tiefe Verbundenheit allen Lebens. Das Überleben Sibiriens ist das Überleben eines Traums. Und so endet unsere faszinierende Reise durch Sibirien. Doch die Geschichte dieses wilden, unnachgiebigen und geheimnisvollen Landes wird weiterhin erzählt, täglich neu geschrieben durch die Widerstandsfähigkeit der Natur und das wachsende Bewusstsein der Menschen. Wir haben die unglaubliche Hartnäckigkeit des Lebens angesichts der härtesten Winter, die man sich vorstellen kann, miterlebt. Die Explosion des Lebens in seinen kurzen, kostbaren Sommern und den komplexen und oft brutalen Tanz zwischen Raubtier und Beute, der seine uralten Ökosysteme prägt. Aber wir sind auch der nackten Realität ins Auge geblickt. Die fragile und tiefgründige Schönheit Sibiriens ist mehr denn je durch menschliche Hände bedroht. Was wir heute auf Natur und Ruhe 4K gesehen haben, ist nicht nur eine Dokumentation, sondern ein starker Aufruf zum Handeln. Sibirien ist nicht einfach ein riesiges, abgelegenes Territorium am Rande Asiens. Es ist ein vitales, globales Ökosystem, ein unersetzliches Mosaikstück im komplexen Gefüge des Lebens auf Erden, eine grüne Lunge und ein Klimaregulator unseres Planeten und ein unersetzliches Zuhause für einige der majestätischsten, widerstandsfähigsten und geheimnisvollsten Kreaturen der Erde. Sein Schicksal und das seiner Bewohner sind untrennbar mit unserem eigenen verbunden. Sibirien zu schützen bedeutet, die biologische Vielfalt unseres Planeten zu bewahren, die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels zu mildern und eine gesündere, ausgewogenere Zukunft für alle zu sichern. Für die heutigen und kommenden Generationen. Jeder von uns hat eine entscheidende Rolle in dieser großen Naturschutzgeschichte zu spielen. Von der aktiven Unterstützung von Naturschutzorganisationen, die unermüdlich vor Ort arbeiten, bis hin zu bewussten und nachhaltigen Entscheidungen in unserem täglichen Leben. Unsere Handlungen, so klein sie auch sein mögen, können einen grundlegenden und kollektiven Unterschied machen.
Die Zeit wartet auf niemanden und die sibirische Natur bittet mit ihrer schweigenden Majestät darum, dass wir jetzt handeln. Wenn dieses Abenteuer durch die eisigen Weiten Sie berührt hat und Sie die Wunder der natürlichen Welt weiter erkunden möchten, laden wir Sie herzlich ein, sich unserer Mission anzuschließen. Teilen Sie Ihre Gedanken und Überlegungen in den Kommentaren. Ihre Worte werden eine unschätzbare Inspiration sein, um eine positive und wichtige Botschaft über die Notwendigkeit zu verbreiten, unsere Ökosysteme zu retten und zu bewahren. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken, wenn es Ihnen gefallen hat, unseren Kanal zu abonnieren, um keine unserer Expeditionen zu verpassen, und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um als Erster unsere nächsten erstaunlichen Abenteuer zu entdecken. Wenn Sie noch mehr fesselnde Geschichten über Wildtiere in anderen Teilen des Planeten erkunden möchten, laden wir Sie zu diesen spannenden Episoden ein. Wildes Costa Rica, die faszinierenden Kreaturen eines geheimnisvollen Dschungels. Und Patagonien, das letzte wilde Ökosystem der Erde. Bis zum nächsten Mal, Wildnisentdecker. Denken Sie daran, die Zukunft Sibiriens und des Lebens auf Erden liegt in unseren Händen. Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem die Kälte die Seele vereist, wo das Leben bei jedem Morgengrauen an einem seidenen Faden hängt. Ein riesiges, unberührtes Reich, das nur die Stärksten, Klügsten und Widerstandsfähigsten ihr Zuhause nennen können. Willkommen bei Natur und Ruhe 4K, wo wir in die wildesten Ecken unseres Planeten eintauchen, um seine am besten gehüteten Geheimnisse zu lüften. Heute führt uns unser Abenteuer in das gefrorene Herz der Welt, ein raues Land, das der Logik trotzt und uns mit seiner brutal schönen Wildnis in seinen Bann zieht: Sibirien. Dies ist die Bühne für die epischsten Überlebensgeschichten, in denen jedes Geschöpf ein Held in seiner eigenen Sage ist. Dies ist nicht nur eine Geschichte über atemberaubende Landschaften, sondern auch eine rohe und fesselnde Erzählung über das Überleben, geschmiedet über Jahrtausende der Evolution. Hier zeigt die Natur ihr wahres, unversöhnliches und gleichgültiges Gesicht und zwingt jedes Lebewesen, sich auf endlosem Schnee und bei beißenden Temperaturen zu entwickeln, zu kämpfen und sich anzupassen.
Von den grauen Wölfen, die unter dem Sternenhimmel heulen und deren Atem in gefrorene Dampfwolken übergeht, bis zu den majestätischen sibirischen Tigern, die wie Geister durch die raureif bedeckten Bäume gleiten, ist jeder Tag ein Abenteuer, eine monumentale Herausforderung. Jeder Schritt in dieser riesigen, gefrorenen Weite ist ein Wagnis, ein Tanz zwischen Leben und Tod, bei dem der kleinste Fehler das Ende bedeuten kann. Sind Sie bereit, die Kälte zu umarmen, den Nervenkitzel der Jagd zu spüren und die Verzweiflung des Hungers zu spüren? Machen Sie sich bereit, die unglaubliche Widerstandsfähigkeit des Lebens am härtesten Ort der Erde zu entdecken. Das ist Sibirien und seine Geschichte wird Sie fesseln. Begleiten Sie uns auf diesem visuellen und akustischen Abenteuer einer unvergesslichen Reise in das Herz der Wildnis, wo das Leben mit inspirierender Zähigkeit weiter besteht. Verpassen Sie es nicht. Sibirien. Der Name beschwört Bilder unbarmherziger Kälte, weitreichender, unberührter Weiten und einer Härte herauf, die sich der menschlichen Vorstellungskraft entzieht. Dieses riesige Land, das 77% des russischen Territoriums ausmacht und sich über fast 10% der Erdoberfläche unseres Planeten erstreckt, ist ein Universum geografischer Gegensätze und Paradoxien. Eine Wiege, in der die Elemente Landschaften von unvergleichlicher Schönheit und Brutalität geformt haben. Von den gefrorenen Wüsten der Arktis, die von schneidenden Winden heimgesucht werden, bis zu den endlosen Wäldern der Taiga, dem größten Nordwald der Welt, der sich über Tausende von Kilometern erstreckt, der gefrorenen Tundra, die im Sommer in einem Ausbruch von Farben erwacht, und den majestätischen Flüssen wie dem Jenisej und der Lena, die monatelang unter einer mehrere Meter dicken Eisschicht gefangen sind, ist Sibirien ein Mosaik vielfältiger Ökosysteme, von denen jedes unwirtlicher ist als das vorherige und jedes eine extreme Anpassungsfähigkeit von seinen Bewohnern verlangt. Hier existiert die Natur in ihrem reinsten, ungefilterten und kompromisslosen Zustand und diktiert die Überlebensregeln mit absoluter Autorität. Die Temperaturen können mit erstaunlicher Brutalität von einem Extrem zum anderen schwanken. In der eisigen Umarmung des Winters sinken die Thermometer auf bis zu -60 Grad Celsius und noch tiefer im berühmten Oymyakon, dem Kältepol, und verwandeln die Luft in Eiskristalle, die die Haut verbrennen und die Landschaft in eine stille und weiße Welt, in der der Atem sofort gefriert. Bei
peitschenden Schneestürmen sinkt die Sicht auf Null und die Geräusche werden gedämpft, was eine Atmosphäre tiefer Isolation schafft. Doch lassen Sie sich nicht von diesem Bild des ewigen Winters täuschen. Der sibirische Sommer, obwohl kurz, ist eine Explosion des Lebens und der Hitze, die mit unerwarteter Heftigkeit zuschlägt. Die Temperaturen können 38 Grad Celsius überschreiten, was gefrorene Böden in Sümpfe und die weiten Tundren in einen leuchtenden Teppich aus Wildblumen, Moosen und Flechten verwandelt, Millionen von Zugvögeln anzieht und eine Insektenblüte freisetzt, die eine neue Herausforderung für die lokale Fauna darstellt. Dieser extreme Kontrast prägt nicht nur die Landschaft, sondern bestimmt auch den Rhythmus und das Leben aller darin lebenden Kreaturen und zwingt sie zur Anpassung oder zum Tod. Jede Art, die versucht hat, sich in Sibirien niederzulassen, ist ein lebendes Zeugnis für Anpassung, Widerstandsfähigkeit und die unaufhaltsame natürliche Selektion. Sie haben einzigartige Strategien entwickelt, von denen einige in ihrer Genialität verblüffend sind, um die Schwankungen des bipolaren Klimas zu überleben, indem das Überleben ein ständiger Tanz zwischen List, roher Stärke und der Fähigkeit ist, in den schwierigsten Zeiten Nahrung zu finden. Hier kann der kleinste Fehler, ein falscher Schritt, eine Ablenkung oder eine schlechte Entscheidung den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, ein hartes Schicksal, das von der Natur bestimmt wird. Vom majestätischen Elch, dem größten Hirsch der Welt, mit seinen langen Beinen im tiefen Schnee nach Nahrung suchend, bis zum Grauwolf, einem hervorragenden sozialen Jäger, der sein Rudel durch peitschende Schneestürme auf der Suche nach Beute führt, ist jeder Tag eine Prüfung der Ausdauer. Seine Artenvielfalt ist trotz der harschen Bedingungen erstaunlich. Hirsche, Elche, Rentiere, der imposante sibirische Tiger, die größte Katze der Planeten, ein gestreiftes Gespenst im verschneiten Wald und der mythische Eisbär, der König der Arktis, sind nur einige der Juwelen, die dieses riesige Territorium beherbergt. Außerdem finden wir wilde Rentiere, Polarfüchse, Sobel, Luchse, Bisont und unzählige Zugvögel. Jede Art hat ihre eigene ökologische Nische gefunden. Jede spielt eine entscheidende Rolle im fragilen und komplexen Gleichgewicht dieses riesigen Ökosystems. Aber das Dasein in Sibirien ist nicht statisch. Es ist ein unaufhörlicher Zyklus von Geburt, Kampf, Tod und Wiedergeburt, angetrieben von den Jahreszeiten und der strengen Hand der natürlichen Selektion.
Es ist ein Land, in dem die Stille der König ist, nur unterbrochen vom Heulen des Windes oder den Rufen eines Raubtiers und der Achtung vor der Natur das einzige Gesetz ist, das den Fortbestand des Lebens sichert. Dies ist die Kulisse für unsere Geschichte, ein Epos von Widerstandsfähigkeit und Wunder im Herzen der gefrorenen Erde. Wenn die unerbittlichen arktischen Winde über Sibirien hereinbrechen, verwandelt sich das Land in ein gefrorenes Schlachtfeld, eine weiße Einöde, in der das Leben mit einer beinahe schmerzhaften Hartnäckigkeit am Leben festhält. Von November bis April ist der Winter eine unerbittliche Einheit, eine Urgewalt, die die Grenzen jedes Lebewesens austestet und sie an den Rand der Auslöschung drängt. Die Tage schrumpfen auf wenige Stunden schwindenden Sonnenlichts, das die Landschaft in ewige Dämmerung taucht, während die Nächte sich verlängern und mit frostigen Armen umfassen, die bis auf die Knochen frieren lassen, mit Temperaturen, die häufig auf -50 Grad und gelegentlich auf -60 Grad oder tiefer fallen. Die größte Herausforderung ist nicht nur die extreme Kälte, die mit jedem Atemzug die Lungen brennt, sondern auch die kritische Nahrungsknappheit. Da der Boden von meterdickem, undurchdringlichem Schnee bedeckt ist und Süßwasserquellen zu Eis geworden sind, wird jeder Bissen zu einem begehrten Schatz, jede gewonnene Kalorie zu einem monumentalen Sieg gegen den Hunger. Die großen Pflanzenfresser, wie der majestätische Elch, der über 700 Kilogramm wiegen kann, stehen vor einem täglichen Kampf ums Überleben. Mit ihren langen Beinen, die für das Wandern durch Sümpfe angepasst sind, bahnen sie sich ihren Weg durch den tiefen und dichten Schnee, der manchmal über einen Meter hoch ist, und suchen verzweifelt nach jeglichen Knospen, Zweigen, Rinde oder Flechten, die ihren quälenden Hunger stillen könnten. Jeder Schritt ist eine enorme Anstrengung, die lebenswichtige Energie verbraucht, und jeder Bissen ein mühsames Unterfangen. Ihr Überleben hängt davon ab, genug Nahrung zu finden, um ihre massive Körpermasse zu erhalten und die notwendige Stoffwechselwärme zu erzeugen, um nicht zu unterkühlen, während ihre Fettreserven unaufhaltsam schwinden. Doch die Bedrohung kommt nicht nur von Kälte und Hunger, sondern auch von Raubtieren, die die Schwächsten jagen. Der Moschusochse, eine beeindruckende, prähistorisch anmutende Kreatur, dessen dichtes, zotteliges Fell bis zum Boden herabhängt, nutzt eine andere Strategie. Mit 2 dicken Fellschichten, die dicker als Schafwolle sind, und einem stämmigen Körperbau können sie den extremsten Temperaturen und den heftigsten Schneestürmen standhalten.
Um Nahrung zu finden, nutzen diese grabenden Giganten ihren Kopf und ihre massiven Hörner, um durch den verhärteten Schnee zu pflügen und die spärliche Vegetation freizulegen, die darunter vergraben liegt. Wenn sie sich durch Raubtiere wie Wölfe oder Eisbären innerhalb ihres arktischen Verbreitungsgebietes bedroht fühlen, bilden sie enge Verteidigungskreise, die eine Mauer aus scharfen Hörnern präsentieren und ihre schutzlosen Kälber im Zentrum beschützen, eine uralte Taktik, die über Jahrtausende perfektioniert wurde, um in einer feindlichen Welt zu überleben. Und in der weißen Dunkelheit mit durchdringenden Augen und unerbittlichen Instinkten lauern die Jäger, die gerissensten Tiere des sibirischen Winters. Der Grauwolf, das Spitzenraubtier, der unbestrittene Anführer und strategische Meister, führt sein Rudel in unerbittliche und oft brutale Verfolgungsjagden. Mit einem scharfen Geruchssinn, der Beute aus Kilometern Entfernung aufspüren kann, und einer immensen Ausdauer, die es ihnen ermöglicht, unaufhörlich weite Strecken zurückzulegen, verfolgen sie ihre Beute kilometerweit durch das gefrorene Gelände und warten auf den Moment der Schwäche oder Erschöpfung. Das Rudel, eine perfekte Einheit aus Zusammenarbeit und Kommunikation, arbeitet zusammen, um ihr Ziel zu umkringeln und zu erschöpfen, sei es ein einzelnes Rentier, das von seiner Herde getrennt wurde, oder ein Elch, der durch Hunger und Kälte geschwächt ist. Für den Wolf ist jede Jagd eine Frage von Leben und Tod. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Jungen, die vollständig vom Erfolg der Erwachsenen abhängen. Die Szene einer Wölfin mit ihren Jungen, mager, aber mit hoffnungsvollen Augen, die Schutz in einer eisigen Höhle suchen, während draußen der Wind heult und der Schnee unaufhörlich fällt, ist eine ergreifende Erinnerung an die unversöhnliche Härte des Lebens und die Stärke der Familie in dieser feindlichen Umgebung. In dieser weißen Hölle verzeiht die Natur keine Fehler oder Schwächen. Nur die Stärksten, die Schnellsten oder die Intelligentsten, diejenigen, die die Kunst der Geduld und der Strategie gemeistert haben, werden den nächsten Sonnenaufgang und das Versprechen des Brünlings erleben. Es ist eine Symphonie aus Widerstandsfähigkeit, Strategie und Brutalität, in der jede fallende Schneeflocke eine Geschichte vom epischen Kampf ums Überleben erzählt. Jenseits der weiten, gefrorenen Landschaften Sibiriens erstreckt sich ein ebenso unwirtliches, aber vor den Augen verborgenes Reich unter dem Eis, das Arktische Meer und seine angrenzenden Gewässer, die die meiste Zeit des Jahres unter Quadratkilometern von Meereis gefangen sind. Es ist eine Welt der Stille, der Dunkelheit und des tiefen Blaus, in die das Sonnenlicht kaum vordringt und in der Leben auf den ersten Blick unmöglich erscheint.
Doch unter dieser eisigen Oberfläche, die mehrere Meter dick sein kann, verbirgt sich ein lebendiges und außergewöhnlich angepasstes Ökosystem. Ein komplexes Netz marinen Lebens, das den härtesten Bedingungen trotzt und ein erstaunliches Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit der Natur ist. Hier sind die Robben, mit verschiedenen Arten wie der Ringelrobbe oder der Bartrobbe, die wahren Herrscher des Eises. Ausgestattet mit einer bis zu 10 cm dicken Fettschicht, Blubber, die als perfekte Isolierung gegen das eiskalte Wasser dient, und einem hydrodynamischen Körper, der es ihnen ermöglicht, mit überraschender Anmut unter Wasser zu gleiten, sind diese Tiere darauf spezialisiert, in der Dunkelheit des Ozeans Fische, Krustenteile und andere Meereslebewesen zu jagen. Aber ihr wahres Genie und der Schlüssel zum Überleben liegt in ihrer Fähigkeit, Atemlöcher im Eis zu schaffen und zu erhalten, indem sie ihre kräftigen Krallen oder Köpfe benutzen. Diese kleinen Löcher, die von der Oberfläche oft kaum zu sehen sind ihre einzige Verbindung zur Atmosphäre, zum Sauerstoff und zur Außenwelt. Durch sie tauchen die Robben auf, um zu atmen, sich kurz auf der Eisoberfläche auszuruhen und, was noch wichtiger ist, in Schneehöhlen ihre Jungen zu gebären und zu beschützen. Jedes Atemloch ist eine Oase des Lebens, aber auch eine extrem große Schwachstelle. Denn in diesem eisigen Reich sind Orcas, Schwertwale, die ultimativen Raubtiere, die wahren Meister der Rudeljagd und der kollektiven Intelligenz. Bekannt für ihre geistige Schärfe, ihre ausgeklügelte Kommunikation durch Klick- und Pfeiflaute und ihre komplexen Jagdstrategien haben die sibirischen Orcas eine unglaubliche, fast schon legendäre Taktik entwickelt, um Robben auf dem Eis zu jagen. Sie patrouillieren geräuschlos unter der Wasseroberfläche, ihre dunklen Silhouetten sind durch das durchscheinende Eis kaum sichtbar. Sobald sie ein Beutetier entdecken, das sich sorglos auf einer Eisscholle ausruht, koordinieren sie einen verheerenden Angriff. Sie reihen sich auf und erzeugen mit unglaublicher Präzision riesige Wellen, indem sie ihre Schwänze und Körper synchron ins Wasser schlagen, was die Eisscholle zum Schwanken bringt und die Robbe desorientiert und beängstigt ins Meer stürzt. Einmal im Wasser ist die Robbe eine leichte Beute für die wartende Gruppe von Orcas. Es ist eine atemberaubende Zurschaustellung von roher Kraft, kollektiver Intelligenz und unübertroffener Umweltanpassung. Doch die wohl größte Bedrohung für Robben und in der Tat für alle Lebewesen in der Arktis und ihren Eisregionen kommt vom Land und vom Eis selbst, der Eisbär.
Mit seinem cremeweißen Fell, das ihm eine perfekte Tarnung in der verschneiten Landschaft ermöglicht, und einem Geruchssinn, der eine Robbe kilometerweit unter dem Eis aufspüren kann, ist der Eisbär der ultimative Einzeljäger der Arktis. Ein perfekt angepasster Räuber. Er bewegt sich heimlich über das Eis und wartet oft stundenlang geduldig in der Nähe von Robben-Atemlöchern oder Geburtsplätzen. Geduldig, berechnend und unheimlich stark wartet er den richtigen Moment ab für einen schnellen und tödlichen Angriff und nutzt seine enorme Schwesenheit und Kraft, um seine Beute zu fangen. Das Überleben des Eisbären ist untrennbar mit der Gesundheit und Ausdehnung des Meereises verbunden, da er das Eis als wesentliche Plattform für die Jagd auf Robben nutzt, seine wichtigste und fast einzige Nahrungsquelle. Ohne das Eis, das aufgrund des Klimawandels in alarmierendem Tempo verschwindet, wird das Leben der Eisbären unhaltbar, was sie dazu zwingt, auf dem Land nach Nahrung zu suchen, mit oft tödlichen Folgen. Die Welt unter dem Eis Sibiriens ist ein Ort von herber Güten, verborgenen Wundern und inhärenter Brutalität. Sie ist eine deutliche Erinnerung daran, dass selbst in den härtesten und herausforderndsten Umwelten des Planeten das Leben einen Weg findet zu gedeihen, zu kämpfen und zu überleben, aber auch, dass jedes Glied in der Nahrungskette sowohl entscheidend als auch extrem zerbrechlich ist. Nach den vielen lähmenden Monaten des Winters und der scheinbar endlosen Umarmung aus Eis weht ein Hauch von Hoffnung, fast ein Flüstern des Lebens durch die weiten Lande Sibiriens. Der Frühling bricht an. Nicht mit der sanften Langsamkeit und dem allmählichen Erblühen wie in anderen Breitengraden, sondern mit einem Ausbruch an Energie, einem plötzlichen und drängenden Erwachen. Die Sonne beginnt an Stärke zu gewinnen, ihre warmen Strahlen lassen die oberflächlichen Schichten aus Schnee und Eis langsam schmelzen, die Tage verlängern sich spürbar. Und allmählich weicht der riesige weiße Mantel, der das Land für ein halbes Jahr bedeckte, und gibt den feuchten und dunklen Boden darunter frei. Die Flüsse, einst regungslose und stumme Eiskäfige, toben nun mit der Wut des Schmelzwassers, reißen Äste, Sedimente und kleine Eisschollen mit sich und verwandeln die Landschaft mit ihren reißenden Strömen. Das Land, das unter seiner weißen Kruste geschlafen hat, erwacht mit einer spürbaren Dringlichkeit, einem frenetischen Ausbruch neuen Lebens. Für die Lebewesen Sibiriens ist der Frühling eine Zeit der Erneuerung und der Chance, aber auch eine Zeit intensiver Aktivität und neuer Gefahren. Es ist die Brutzeit, in der das Leben, das in den harten Wintermonaten unterdrückt und latent war, in einer gewaltigen Welle von Geburten ausbricht.
Kleine, verletzliche und in ihren ersten Tagen tollpatschige Eisbär- und Braunbärjunge kriechen aus ihren im Schnee oder unter Wurzeln gegrabenen Höhlen, um ihren Müttern bei den ersten zaghaften Erkundungen der Außenwelt zu folgen. Jeder Schritt ist eine Lektion in Überleben, jeder Geruch eine neue Lektion in der Komplexität ihrer Umgebung. Die Bärenmütter, die von der Trächtigkeit und der Ernährung ihrer hungrigen Jungen erschöpft sind, müssen schnell Nahrung finden, um ihre Fettreserven wieder aufzufüllen und das Überleben ihres kostbaren Nachwuchses zu sichern, wobei sie ihnen die für die Zukunft unerlässlichen Fähigkeiten beibringen. In den schmelzenden Flüssen findet das jährliche Wunder der Lachswanderung mit einer frenetischen Energie statt. Tausende von Lachsen, angetrieben von einem fast schon mythischen, angeborenen Instinkt, schwimmen unaufhörlich stromaufwärts, springen über Wasserfälle und überwinden Hindernisse, um genau an den Orten zu laichen, an denen sie Jahre zuvor geboren wurden. Dieses große Ereignis ist ein Geschenk für die Raubtiere des Waldes und der Küsten. Bären, sowohl Braun- als auch Eisbären, in den Küsten- und arktischen Regionen versammeln sich an den Flussufern und Mündungen und werden zu geschickten Fischern. Mit präzisen Pfotenschlägen und kräftigen Kiefern fangen sie die Lachse in einem Wettlauf gegen die Zeit, um die notwendigen Fettreserven aufzubauen, die ihnen dabei helfen, den langen und harten Winter zu überleben, der mit Sicherheit zurückkehren wird. Tief in den dichten Wäldern der Taiga verlässt der majestätische sibirische Tiger, die größte Katze der Welt und eines der schwerst fassbarsten Lebewesen des Planeten, sein einsames Leben, um sich zu paaren und Nachkommen zu zeugen. Im dichten Unterholz des Waldes zieht eine Tigermutter sorgfältig ihre kleinen gestreiften Jungen auf und lehrt sie die Kunst der verstohlenen Heimjagd und des stillen Überlebens. Der sibirische Tiger, der unbestrittene König seines Reviers, wird durch die immense Verantwortung, seine junge Familie zu schützen und zu ernähren, noch furchterregender. Seine Hauptbeute zu dieser Zeit sind die sibirischen Rehe, die ebenfalls Nachkommen bekommen, was die jungen und verletzlichen Tiere zu einer leichteren und zugänglicheren Beute für die hungrigen Tiger macht. Der sibirische Luchs, ein verstohlener und einsamer Jäger mit seinen spitz zulaufenden Ohren, charakteristischen Haarbüscheln und scharfen Augen, die es ihm ermöglichen, im Dämmerlicht zu jagen, profitiert von der Fülle an kleinen Nagetieren und Hasen, die im Frühling florieren. Er bewegt sich mit unglaublicher Agilität und erstaunlicher Heimlichkeit durch das Laub und Unterholz. Ein stiller Jäger, der sich auf Überraschung und Schnelligkeit verlässt
um seine nächste Mahlzeit zu sichern. In den höheren und raueren Bergen Sibiriens klettert das Agali-Schaf, eine Wildschafsart mit beeindruckenden spiralförmigen Hörnern, und die sibirische Steinziege, eine Bergziegenart mit langen ringförmigen Hörnern, mit erstaunlicher Geschicklichkeit die zerklüfteten Klippen hinauf, um nach frischem Gras zu suchen, das durch das Schmelzen des Eises zum Vorschein kommt. Steinadler, die majestätisch über den Gipfeln kreisen, ihr Fernglasblick die Landschaft abtastend, lauern von oben auf Beute und fügen diesem Gebirgsleben eine weitere Ebene ständiger Bedrohung hinzu. Sogar die Füchse, listig und opportunistisch, sind aktiv und jagen kleine Nagetiere und Vögel. Der sibirische Frühling ist eine Zeit der Chancen und Gefahren, in der jedes Kreatur nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Fortdauer und das Erbe ihrer Art kämpft. Das Leben bahnt sich mit seiner ewigen Resilienz und seinem unaufhaltsamen Antrieb einen Weg in diese raue Welt und nutzt das Zeitfenster, um zu wachsen, sich fortzupflanzen und sich auf die gewaltigen Herausforderungen vorzubereiten, die mit der Rückkehr des Winters zweifellos bevorstehen. Es ist ein Zeugnis dafür, dass selbst an den unbarmherzigsten Orten Hoffnung blüht. Im Handumdrehen nach dem schmelzenden Eis und der Explosion des Frühlings hat der kurze, aber intensive Sommer Sibirien mit erstaunlicher Lebenskraft erobert. Was einst eine eisige, stille Einöde war, verwandelt sich nun in einen lebendigen Wandteppich aus üppiger Vegetation, pulsierenden Feuchtgebieten und frei meandernden Flüssen. Die Temperaturen steigen rasant an und überschreiten in vielen Regionen oft 30 Grad Celsius. Die Mitternachtssonne im hohen Norden beleuchtet das Land fast ununterbrochen und bietet endlose Stunden, in denen das Leben gedeihen kann. Dies ist die kurze, aber entscheidende Zeit, in der das Leben in Sibirien in eine Symphonie des Wachstums und der Aktivität explodiert. Ein Wettlauf gegen die Zeit, um die immense Fülle an Ressourcen zu nutzen, bevor der unerbittliche Winter mit seinen eisigen Armen zurückkehrt. In den einst gefrorenen, aber jetzt zugänglichen Gewässern der sibirischen Arktis kommen Blauwale, die sanften Riesen der Ozeane und die größten Lebewesen, die je auf der Erde gelebt haben, zur Nahrungsaufnahme. Indem sie große Mengen Plankton und Krill filtern, sammeln diese majestätischen Wale wichtige Fettreserven an, die ihnen helfen, die langen Wintermonate zu überleben, wenn das Meer als diese Gewässer wieder bedeckt.
Es ist ein beeindruckender Anblick, diese kolossalen Kreaturen tauchen und wieder auftauchen zu sehen. Ihr Blasgeräusch hallt in der arktischen Luft wider, eine Erinnerung an die schiere Größe des Meereslebens in diesen extremen Breitengraden. Die Inseln und Küstentundren werden zu Zufluchtsorten für Millionen von Zugvögeln, die Tausende von Kilometern aus wärmeren Breitengraden gereist sind. Schneegänse kommen in riesigen Schwärmen an entlegene und geschützte Orte wie die Wrangelinsel an und bilden massive Brutkolonien, die die Landschaft mit einer Decke aus Federn und Rufen überziehen. Ihre Nester liegen verstreut in der Tundra und die geschlüpften Küken werden zu einer attraktiven und wesentlichen Nahrungsquelle für die einheimischen Raubtiere, die ebenfalls damit kämpfen, ihre eigenen Jungen aufzuziehen. Der listige Polarfuchs mit seinem jetzt dunkleren und besser getarnten Sommerfell bewegt sich zwischen den Nestern und sucht mit überraschender Geschicklichkeit nach schutzlosen Eiern und Küken in einem unerbittlichen Überlebenskampf für seine eigenen Jungen. Sogar Flamingos, Vögel, die typischerweise mit warmem Klima und Salzwasserlagunen assoziiert werden, finden in einigen südlich-sibirischen Feuchtgebieten eine vorübergehende Zuflucht. Ein Beweis für die überraschende und oft unterschätzte Vielfalt der Region, die als Treffpunkt von Arten aus verschiedenen Klimazonen dient. In der weiten Tundra und den offenen Wäldern stehen die Rentierherden vor einer neuen, vielleicht noch unangenehmeren Herausforderung als die Kälte, den unerbittlichen massiven Insektenschwärmen, die mit der Wärme auftauchen. Millionen von Mücken, Bremsen und Kriebelmücken verfolgen die Herden, saugen ihr Blut und zwingen sie zu ständigen Bewegungen in weiten kreisförmigen Wanderungen, was ihre Energie erschöpft und sie schwächt. Verzweifelt suchen Rentiere Zuflucht auf windigen Berggipfeln, wo die Luft hilft, die Insekten abzuwehren, oder sogar auf den letzten verbliebenen Schneefeldern, um der ständigen Qual zu entkommen. Währenddessen geht in der dichten, üppigen Sommertaiga der Zyklus von Jagd und Flucht weiter. Der majestätische sibirische Tiger und der sibirische Elch setzen ihren tödlichen Tanz fort. Elche, obwohl stärker und besser ernährt als im Winter, bleiben ein Ziel für den Tiger, der die dichte Sommervegetation nutzt, um seine Beute mit tödlicher Präzision zu überfallen. Der Wettbewerb für Ressourcen ist hart, nicht nur zwischen Raubtier und Beute, sondern auch unter den Raubtieren.
Wolfsrudel, die nach der Brutzeit nun mehr Welpen zu versorgen haben, intensivieren ihre Jagden, um jedes geschwächte, junge oder kranke Tier zu finden, das sich von der Gruppe entfernt hat, inklusive junger Moschusochsen oder älterer, anfälliger Individuen. Die sibirische Eule patrouilliert mit ihrer beeindruckenden Flügelspannweite und ihrem lautlosen Flug in der Dämmerung die Felder und Waldänder und jagt kleine Nagetiere wie Wühlmäuse und Maulwürfe, die in der Fülle der Sommervegetation gedeihen und eine konstante Nahrungsquelle für die Greifhäuter bieten. Krähen und Jäger sind auch Teil dieses Ökosystems und dienen als Aasfresser, die die Reste von Jagden beseitigen und sicherstellen, dass nichts in diesem ständigen Kreislauf von Leben und Tod verschwendet wird. Es ist eine komplexe und dynamische Symphonie von Leben und Tod, in der jedes Lebewesen um seinen Platz in der Nahrungskette kämpft, um Energie und Kraft für den langen, harten Winter zu sammeln, der bevorsteht. Der Sommer ist ein kritisches Zeitfenster, das maximal genutzt werden muss, da sein Ende genauso abrupt kommt wie sein Beginn. Obwohl unermesslich groß und scheinbar unbesiegbar, ist Sibirien leider nicht immun gegen die zerstörerische Hand des Menschen. Menschliche Handlungen, sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene, formen die Zukunft dieses unberührten Ökosystems erheblich um und stellen Herausforderungen und Bedrohungen dar, die über die inhärente Härte des Winters hinausgehen. Die wohl gefährlichste und weitreichendste Auswirkung ist zweifellos der Klimawandel, eine globale Krise mit besonders verheerenden Folgen für die Polar- und Subpolarregionen. Die globale Erwärmung lässt den Permafrost schmelzen, den dauerhaft gefrorenen Boden, der weite Teile Sibiriens bedeckt. Wenn der Permafrost auftaut, setzt er massive Mengen an Methan und Kohlendioxid frei, zwei starke Treibhausgase, die wiederum die globale Erwärmung weiter beschleunigen und einen gefährlichen Teufelskreis in Gang setzen. Das Meereis, eine entscheidende Grundlage für das Überleben unzähliger arktischer Arten, schwindet mit alarmierender Geschwindigkeit, wobei jährlich neue Tiefststände verzeichnet werden. Für Eisbären, die unangefochtenen Könige der Arktis und perfekt angepasste Spitzenprädatoren, ist dieser schnelle Verlust des Meereises ein langsames und qualvolles Todesurteil. Das Eis ist nicht nur ihr Lebensraum, sondern auch ihre primäre Jagdplattform für Robben, ihre wichtigste Nahrungsquelle und essentielle Fettreserve zum Überleben.
Ohne eine stabile Plattform zum Jagen müssen die Bären riesige Strecken schwimmen, um Nahrung zu finden, was ihre Energiereserven schnell aufbraucht, oder sich ins Landesinnere wagen, wo Nahrung knapp ist und Konflikte mit Menschen um Ressourcen leider unvermeidlich und oft tödlich für die Bären werden. Ihre Populationen schrumpfen dramatisch, ein klares und schmerzhaftes Zeichen für eine andauernde ökologische Tragödie, die weltweit Wellen schlägt. Doch der Klimawandel ist nicht der einzige stille Henker. Die menschliche Ausbeutung der riesigen und reichen natürlichen Ressourcen Sibiriens fordert ebenfalls einen verheerenden und irreversiblen Tribut. Die unersättliche Nachfrage nach Erdöl, Erdgas, Kohle und Mineralien hat zum Bau gigantischer und aufdringlicher Infrastrukturen geführt. Öl- und Gaspipelines, die unberührte Ökosysteme durchschneiden, Straßen, die die Landschaft fragmentieren und Industriestädte, die inmitten der Natur entstehen, Wälder roden und entscheidende Lebensräume für Wildtiere zerstören. Die riesigen Taiga-Wälder, die Heimat des schwer fassbaren und majestätischen sibirischen Tigers und unzähliger anderer Arten, werden mit alarmierender Geschwindigkeit für Holzschlag und landwirtschaftliche Expansion gerodet, sodass diesen majestätischen Großkatzen immer weniger Territorium zum Jagen, Brüten und Überleben bleibt. Der Rückgang ihrer natürlichen Beute, wie sibirische Rehe und Wildschweine, verschärft die Situation zusätzlich und treibt die Tiger zur Nahrungssuche in Gebiete näher an menschliche Siedlungen. Die Wilderei ist eine weitere offene und blutende Wunde im Herzen Sibiriens, angetrieben von einem globalen Schwarzmarkt. Trotz strenger Gesetze und der mutigen Bemühungen der Behörden befeuert die illegale Nachfrage nach seltenen Pelzen, Hörnern, Stoßzähnen und anderen Tierkörperteilen einen lukrativen illegalen Handel, der die Populationen ikonischer und gefährdeter Arten dezimiert. Graue Wölfe, Rentiere und sogar der widerstandsfähige Moskusochse sind Opfer dieses brutalen Untergrundgeschäfts, das weder Alter noch Gesundheitszustand unterscheidet. Anti-Wildere-Patrouillen, bestehend aus engagierten Rangern und Freiwilligen, führen einen ständigen und oft gefährlichen Krieg gegen gut organisierte und bewaffnete Wilderer-Netzwerke. Diese Herausforderungen wirken nicht isoliert, sie sind miteinander verknüpft und verstärken sich gegenseitig, wodurch eine Abwärtsspirale der Umweltzerstörung und Biodiversitätsverlust entsteht, die viele Arten an den Rand des Aussterbens oder sogar darüber hinaus zu treiben droht. Der Verlust der Artenvielfalt in Sibirien betrifft nicht nur direkt die Tiere und Pflanzen der Region. Er destabilisiert ganze Ökosysteme, verringert die Fähigkeit des Planeten, das Klima zu regulieren und hat globale Auswirkungen, die uns alle betreffen.
Die Überlebensgeschichte Sibiriens erreicht einen kritischen Punkt, eine Weggabelung, an der menschliches Handeln sowohl die grundlegende Ursache des Problems als auch die einzige wahre Hoffnung auf eine Lösung ist. Das Schicksal dieses eisigen Giganten liegt in unseren Händen. Angesichts der gewaltigen Bedrohungen, die über der majestätischen Landschaft und ihren Wildtieren schweben, ist in Sibirien noch nicht alles verloren. Trotz der enormen Herausforderungen leuchtet die Hoffnung durch unermüdliche Schutzbemühungen, ein Versprechen, dass die Menschheit mit ihrem Einfallsreichtum und ihrer Entschlossenheit dieses unschätzbare Naturerbe für zukünftige Generationen schützen kann und muss. Überall in der Weite Sibiriens, von den eisigen arktischen Küsten bis zu den tiefen Taiga-Wäldern, arbeiten engagierte Wissenschaftler, leidenschaftliche Naturschützer und widerstandsfähige lokale Gemeinschaften mit unerschütterlicher Entschlossenheit zusammen, um die angerichteten Schäden rückgängig zu machen und eine nachhaltige Zukunft für seine Wildtiere zu gewährleisten. Eines der grundlegenden Standbeine der Naturschutzarbeit in Sibirien sind die Naturreservate und Nationalparks, weitläufige Schutzgebiete, in denen die Tierwelt mit minimaler menschlicher Einmischung gedeihen kann. Ein Beispiel ist der majestätische Leopard Land National Park im russischen Fernen Osten, der für die Erholung des stark bedrohten Amur-Leoparden von entscheidender Bedeutung ist, dessen Population sich dank jahrzehntelanger intensiver Arbeit hoffnungsvoll erholt hat. Das abgelegene und unberührte Chronotsky-Naturreservat auf der Halbinsel Kamtschatka, das beeindruckende aktive Vulkane und rauchende Geysirfelder beherbergt, bietet einen sicheren Hafen für ikonische Arten wie den Braunbären und den majestätischen Steinadler, die dort in ihrem natürlichen Zustand leben und sich vermehren können. Ein weiteres wichtiges Schutzgebiet ist die Wrangel-Insel, ein arktisches Inselreservat, das zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört und eine entscheidende Rolle für die Eisbärenpopulationen und die riesigen Kolonien von Seevögeln und Walrossen spielt, die an ihren Küsten einen sicheren Ort zum Nisten und Ausruhen finden. Diese sorgfältig überwachten und verwalteten Schutzgebiete fungieren als wahre Arche Noah für die sibirische Biodiversität und ermöglichen es den Populationen seltener und gefährdeter Arten, sich zu erholen und, so die Hoffnung, sich über ihre Grenzen hinaus auszubreiten. Weltweit anerkannte Organisationen wie der Worldwide Fund for Nature Russland gehen mit innovativen Projekten voran, die modernste wissenschaftliche Forschung mit praktischen Maßnahmen vor Ort verbinden.
Ihre Initiativen reichen von der Überwachung der Populationen von sibirischen Tigern und Amur-Leoparden mit fortschrittlichen Technologien wie hochauflösenden Fotofallen und satellitengestützten GPS-Halsbändern, die wichtige Daten über ihre Bewegungen und Gewohnheiten liefern, bis hin zu ehrgeizigen Umweltbildungsprogrammen, die lokale Gemeinschaften einbeziehen, die Koexistenz fördern und eine Generation von Naturschützern aufbauen. Darüber hinaus unterstützt der WWF Russland aktiv Anti-Wilderer-Patrouillen, stattet sie aus und bildet sie aus. Um die illegale Jagd wirksam zu bekämpfen, werden wichtige ökologische Korridore entwickelt, um den Tieren die freie Bewegung zwischen Habitaten zu ermöglichen, die durch menschliche Infrastruktur fragmentiert wurden. Und es werden innovative Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen der Rohstoffindustrie zu minimieren, wobei ein Gleichgewicht zwischen Entwicklung und Erhaltung gesucht wird. Der Überlebenskampf ikonischer Arten wie des sibirischen Tigers und des Eisbären ist zu einem globalen Symbol für die dringende Notwendigkeit von internationaler Aktion und Zusammenarbeit geworden. Dank strenger Zuchtprogramme in Gefangenschaft und strenger Schutzmaßnahmen vor Ort hat die sibirische Tigerpopulation in einigen Schlüsselregionen ermutigende Anzeichen der Erholung gezeigt, ein Hoffnungsschimmer für dieses majestätische Tier. Obwohl Eisbären durch Erholung des Eismeerlebensraums weiterhin eine extrem gefährdete Art sind, tragen koordinierte Anstrengungen in Schutzgebieten wie der Wrangel-Insel und fortlaufende Forschung dazu bei, einige Populationen zu stabilisieren, indem sie ihnen sichere Umgebungen bieten, in denen sie jagen, sich vermehren und ihre Jungen abseits der größten Bedrohungen aufziehen können. Die Aufgabe ist gewaltig, die Herausforderungen sind immens und der Weg ist lang. Aber die menschliche Beharrlichkeit, der Einsatz der Naturschützer und das wachsende globale Bewusstsein für die Bedeutung Sibiriens bieten einen hellen Lichtblick am Ende des Tunnels. Der Schutz Sibiriens ist nicht nur eine wissenschaftliche oder ökologische Verantwortung, es ist eine moralische Verpflichtung und eine Investition in die Zukunft unseres Planeten. Auf diese Weise retten wir nicht nur einzelne Arten vor dem Aussterben, sondern bewahren auch die Komplexität und die Majestät einer der letzten Bastionen wahrer Wildnis auf unserem Planeten. Eine ständige Erinnerung an die unglaubliche Schönheit, Widerstandsfähigkeit und tiefe Verbundenheit allen Lebens. Das Überleben Sibiriens ist das Überleben eines Traums. Und so endet unsere faszinierende Reise durch Sibirien. Doch die Geschichte dieses wilden, unnachgiebigen und geheimnisvollen Landes wird weiterhin erzählt, täglich neu geschrieben durch die Widerstandsfähigkeit der Natur und das wachsende Bewusstsein der Menschen.
Wir haben die unglaubliche Hartnäckigkeit des Lebens angesichts der härtesten Winter, die man sich vorstellen kann, miterlebt. Die Explosion des Lebens in seinen kurzen, kostbaren Sommern und den komplexen und oft brutalen Tanz zwischen Raubtier und Beute, der seine uralten Ökosysteme prägt. Aber wir sind auch der nackten Realität ins Auge geblickt. Die fragile und tiefgründige Schönheit Sibiriens ist mehr denn je durch menschliche Hände bedroht. Was wir heute auf Natur und Ruhe 4K gesehen haben, ist nicht nur eine Dokumentation, sondern ein starker Aufruf zum Handeln. Sibirien ist nicht einfach ein riesiges, abgelegenes Territorium am Rande Asiens. Es ist ein vitales, globales Ökosystem, ein unersetzliches Mosaikstück im komplexen Gefüge des Lebens auf Erden, eine grüne Lunge und ein Klimaregulator unseres Planeten und ein unersetzliches Zuhause für einige der majestätischsten, widerstandsfähigsten und geheimnisvollsten Kreaturen der Erde. Sein Schicksal und das seiner Bewohner sind untrennbar mit unserem eigenen verbunden. Sibirien zu schützen bedeutet, die biologische Vielfalt unseres Planeten zu bewahren, die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels zu mildern und eine gesündere, ausgewogenere Zukunft für alle zu sichern. Für die heutigen und kommenden Generationen. Jeder von uns hat eine entscheidende Rolle in dieser großen Naturschutzgeschichte zu spielen. Von der aktiven Unterstützung von Naturschutzorganisationen, die unermüdlich vor Ort arbeiten, bis hin zu bewussten und nachhaltigen Entscheidungen in unserem täglichen Leben. Unsere Handlungen, so klein sie auch sein mögen, können einen grundlegenden und kollektiven Unterschied machen. Die Zeit wartet auf niemanden. Und die sibirische Natur bittet mit ihrer schweigenden Majestät darum, dass wir jetzt handeln. Wenn dieses Abenteuer durch die eisigen Weiten Sie berührt hat und Sie die Wunder der natürlichen Welt weiter erkunden möchten, laden wir Sie herzlich ein, sich unserer Mission anzuschließen. Teilen Sie Ihre Gedanken und Überlegungen in den Kommentaren. Ihre Worte werden eine unschätzbare Inspiration sein, um eine positive und wichtige Botschaft über die Notwendigkeit zu verbreiten, unsere Ökosysteme zu retten und zu bewahren. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu liken, wenn es Ihnen gefallen hat, unseren Kanal zu abonnieren, um keine unserer Expeditionen zu verpassen, und die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, um als Erster unsere nächsten erstaunlichen Abenteuer zu entdecken. Wenn Sie noch mehr fesselnde Geschichten über Wildtiere in anderen Teilen des Planeten erkunden möchten, laden wir Sie zu diesen spannenden Episoden ein. Wildes Costa Rica, die faszinierenden Kreaturen eines geheimnisvollen Dschungels. Und Patagonien, das letzte wilde Ökosystem der Erde. Bis zum nächsten Mal, Wildnisentdecker.
Denken Sie daran, die Zukunft Sibiriens und des Lebens auf Erden liegt in unseren Händen. Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem die Kälte die Seele vereist, wo das Leben bei jedem Morgengrauen an einem seidenen Faden hängt. Ein riesiges, unberührtes Reich, das nur die Stärksten, Klügsten und Widerstandsfähigsten ihr Zuhause nennen können. Willkommen bei Natur und Ruhe 4K, wo wir in die wildesten Ecken unseres Planeten eintauchen, um seine am besten gehüteten Geheimnisse zu lüften. Heute führt uns unser Abenteuer in das gefrorene Herz der Welt, ein raues Land, das der Logik trotzt und uns mit seiner brutal schönen Wildnis in seinen Bann zieht: Sibirien. Dies ist die Bühne für die epischsten Überlebensgeschichten, in denen jedes Geschöpf ein Held in seiner eigenen Sage ist. Dies ist nicht nur eine Geschichte über atemberaubende Landschaften, sondern auch eine rohe und fesselnde Erzählung über das Überleben, geschmiedet über Jahrtausende der Evolution. Hier zeigt die Natur ihr wahres, unversöhnliches und gleichgültiges Gesicht und zwingt jedes Lebewesen, sich auf endlosem Schnee und bei beißenden Temperaturen zu entwickeln, zu kämpfen und sich anzupassen. Von den grauen Wölfen, die unter dem Sternenhimmel heulen und deren Atem in gefrorene Dampfwolken übergeht, bis zu den majestätischen sibirischen Tigern, die wie Geister durch die raureif bedeckten Bäume gleiten, ist jeder Tag ein Abenteuer, eine monumentale Herausforderung. Jeder Schritt in dieser riesigen, gefrorenen Weite ist ein Wagnis, ein Tanz zwischen Leben und Tod, bei dem der kleinste Fehler das Ende bedeuten kann. Sind Sie bereit, die Kälte zu umarmen, den Nervenkitzel der Jagd zu spüren und die Verzweiflung des Hungers zu spüren? Machen Sie sich bereit, die unglaubliche Widerstandsfähigkeit des Lebens am härtesten Ort der Erde zu entdecken. Das ist Sibirien und seine Geschichte wird Sie fesseln. Begleiten Sie uns auf diesem visuellen und akustischen Abenteuer einer unvergesslichen Reise in das Herz der Wildnis, wo das Leben mit inspirierender Zähigkeit weiter besteht. Verpassen Sie es nicht. Sibirien.
Der Name beschwört Bilder unbarmherziger Kälte, weitreichender, unberührter Weiten und einer Härte herauf, die sich der menschlichen Vorstellungskraft entzieht. Dieses riesige Land, das 77% des russischen Territoriums ausmacht und sich über fast 10% der Erdoberfläche unseres Planeten erstreckt, ist ein Universum geografischer Gegensätze und Paradoxien. Eine Wiege, in der die Elemente Landschaften von unvergleichlicher Schönheit und Brutalität geformt haben. Von den gefrorenen Wüsten der Arktis, die von schneidenden Winden heimgesucht werden, bis zu den endlosen Wäldern der Taiga, dem größten Nordwald der Welt, der sich über Tausende von Kilometern erstreckt, der gefrorenen Tundra, die im Sommer in einem Ausbruch von Farben erwacht, und den majestätischen Flüssen wie dem Jenisej und der Lena, die monatelang unter einer mehrere Meter dicken Eisschicht gefangen sind, ist Sibirien ein Mosaik vielfältiger Ökosysteme, von denen jedes unwirtlicher ist als das vorherige und jedes eine extreme Anpassungsfähigkeit von seinen Bewohnern verlangt. Hier existiert die Natur in ihrem reinsten, ungefilterten und kompromisslosen Zustand und diktiert die Überlebensregeln mit absoluter Autorität. Die Temperaturen können mit erstaunlicher Brutalität von einem Extrem zum anderen schwanken. In der eisigen Umarmung des Winters sinken die Thermometer auf bis zu -60 Grad Celsius und noch tiefer im berühmten Oymyakon, dem Kältepol, und verwandeln die Luft in Eiskristalle, die die Haut verbrennen und die Landschaft in eine stille und weiße Welt, in der der Atem sofort gefriert. Bei peitschenden Schneestürmen sinkt die Sicht auf Null und die Geräusche werden gedämpft, was eine Atmosphäre tiefer Isolation schafft. Doch lassen Sie sich nicht von diesem Bild des ewigen Winters täuschen. Der sibirische Sommer, obwohl kurz, ist eine Explosion des Lebens und der Hitze, die mit unerwarteter Heftigkeit zuschlägt. Die Temperaturen können 38 Grad Celsius überschreiten, was gefrorene Böden in Sümpfe und die weiten Tundren in einen leuchtenden Teppich aus Wildblumen, Moosen und Flechten verwandelt, Millionen von Zugvögeln anzieht und eine Insektenblüte freisetzt, die eine neue Herausforderung für die lokale Fauna darstellt. Dieser extreme Kontrast prägt nicht nur die Landschaft, sondern bestimmt auch den Rhythmus und das Leben aller darin lebenden Kreaturen und zwingt sie zur Anpassung oder zum Tod. Jede Art, die versucht hat, sich in Sibirien niederzulassen, ist ein lebendes Zeugnis für Anpassung, Widerstandsfähigkeit und die unaufhaltsame natürliche Selektion.
Sie haben einzigartige Strategien entwickelt, von denen einige in ihrer Genialität verblüffend sind, um die Schwankungen des bipolaren Klimas zu überleben, indem das Überleben ein ständiger Tanz zwischen List, roher Stärke und der Fähigkeit ist, in den schwierigsten Zeiten Nahrung zu finden. Hier kann der kleinste Fehler, ein falscher Schritt, eine Ablenkung oder eine schlechte Entscheidung den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten, ein hartes Schicksal, das von der Natur bestimmt wird. Vom majestätischen Elch, dem größten Hirsch der Welt, mit seinen langen Beinen im tiefen Schnee nach Nahrung suchend, bis zum Grauwolf, einem hervorragenden sozialen Jäger, der sein Rudel durch peitschende Schneestürme auf der Suche nach Beute führt, ist jeder Tag eine Prüfung der Ausdauer. Seine Artenvielfalt ist trotz der harschen Bedingungen erstaunlich. Hirsche, Elche, Rentiere, der imposante sibirische Tiger, die größte Katze der Planeten, ein gestreiftes Gespenst im verschneiten Wald und der mythische Eisbär, der König der Arktis, sind nur einige der Juwelen, die dieses riesige Territorium beherbergt. Außerdem finden wir wilde Rentiere, Polarfüchse, Sobel, Luchse, Bisont und unzählige Zugvögel. Jede Art hat ihre eigene ökologische Nische gefunden. Jede spielt eine entscheidende Rolle im fragilen und komplexen Gleichgewicht dieses riesigen Ökosystems. Aber das Dasein in Sibirien ist nicht statisch. Es ist ein unaufhörlicher Zyklus von Geburt, Kampf, Tod und Wiedergeburt, angetrieben von den Jahreszeiten und der strengen Hand der natürlichen Selektion. Es ist ein Land, in dem die Stille der König ist, nur unterbrochen vom Heulen des Windes oder den Rufen eines Raubtiers und der Achtung vor der Natur das einzige Gesetz ist, das den Fortbestand des Lebens sichert. Dies ist die Kulisse für unsere Geschichte. Ein Epos von Widerstandsfähigkeit und Wunder im Herzen der gefrorenen Erde. Wenn die unerbittlichen arktischen Winde über Sibirien hereinbrechen, verwandelt sich das Land in ein gefrorenes Schlachtfeld, eine weiße Einöde, in der das Leben mit einer beinahe schmerzhaften Hartnäckigkeit am Leben festhält. Von November bis April ist der Winter eine unerbittliche Einheit, eine Urgewalt, die die Grenzen jedes Lebewesens austestet und sie an den Rand der Auslöschung drängt. Die Tage schrumpfen auf wenige Stunden schwindenden Sonnenlichts, das die Landschaft in ewige Dämmerung taucht, während die Nächte sich verlängern und mit frostigen Armen umfassen, die bis auf die Knochen frieren lassen, mit Temperaturen, die häufig auf -50 Grad und gelegentlich auf -60 Grad oder tiefer fallen.
Die größte Herausforderung ist nicht nur die extreme Kälte, die mit jedem Atemzug die Lungen brennt, sondern auch die kritische Nahrungsknappheit. Da der Boden von meterdickem, undurchdringlichem Schnee bedeckt ist und Süßwasserquellen zu Eis geworden sind, wird jeder Bissen zu einem begehrten Schatz, jede gewonnene Kalorie zu einem monumentalen Sieg gegen den Hunger. Die großen Pflanzenfresser, wie der majestätische Elch, der über 700 Kilogramm wiegen kann, stehen vor einem täglichen Kampf ums Überleben. Mit ihren langen Beinen, die für das Wandern durch Sümpfe angepasst sind, bahnen sie sich ihren Weg durch den tiefen und dichten Schnee, der manchmal über einen Meter hoch ist, und suchen verzweifelt nach jeglichen Knospen, Zweigen, Rinde oder Flechten, die ihren quälenden Hunger stillen könnten. Jeder Schritt ist eine enorme Anstrengung, die lebenswichtige Energie verbraucht, und jeder Bissen ein mühsames Unterfangen. Ihr Überleben hängt davon ab, genug Nahrung zu finden, um ihre massive Körpermasse zu erhalten und die notwendige Stoffwechselwärme zu erzeugen, um nicht zu unterkühlen, während ihre Fettreserven unaufhaltsam schwinden. Doch die Bedrohung kommt nicht nur von Kälte und Hunger, sondern auch von Raubtieren, die die Schwächsten jagen. Der Moschusochse, eine beeindruckende, prähistorisch anmutende Kreatur, dessen dichtes, zotteliges Fell bis zum Boden herabhängt, nutzt eine andere Strategie. Mit 2 dicken Fellschichten, die dicker als Schafwolle sind, und einem stämmigen Körperbau können sie den extremsten Temperaturen und den heftigsten Schneestürmen standhalten. Um Nahrung zu finden, nutzen diese grabenden Giganten ihren Kopf und ihre massiven Hörner, um durch den verhärteten Schnee zu pflügen und die spärliche Vegetation freizulegen, die darunter vergraben liegt. Wenn sie sich durch Raubtiere wie Wölfe oder Eisbären innerhalb ihres arktischen Verbreitungsgebietes bedroht fühlen, bilden sie enge Verteidigungskreise, die eine Mauer aus scharfen Hörnern präsentieren und ihre schutzlosen Kälber im Zentrum beschützen, eine uralte Taktik, die über Jahrtausende perfektioniert wurde, um in einer feindlichen Welt zu überleben. Und in der weißen Dunkelheit mit durchdringenden Augen und unerbittlichen Instinkten lauern die Jäger, die gerissensten Tiere des sibirischen Winters. Der Grauwolf, das Spitzenraubtier, der unbestrittene Anführer und strategische Meister, führt sein Rudel in unerbittliche und oft brutale Verfolgungsjagden. Mit einem scharfen Geruchssinn, der Beute aus Kilometern Entfernung aufspüren kann,
und einer immensen Ausdauer, die es ihnen ermöglicht, unaufhörlich weite Strecken zurückzulegen, verfolgen sie ihre Beute kilometerweit durch das gefrorene Gelände und warten auf den Moment der Schwäche oder Erschöpfung. Das Rudel, eine perfekte Einheit aus Zusammenarbeit und Kommunikation, arbeitet zusammen, um ihr Ziel zu umkringeln und zu erschöpfen, sei es ein einzelnes Rentier, das von seiner Herde getrennt wurde, oder ein Elch, der durch Hunger und Kälte geschwächt ist. Für den Wolf ist jede Jagd eine Frage von Leben und Tod. Nicht nur für sich selbst, sondern auch für seine Jungen, die vollständig vom Erfolg der Erwachsenen abhängen. Die Szene einer Wölfin mit ihren Jungen, mager, aber mit hoffnungsvollen Augen, die Schutz in einer eisigen Höhle suchen, während draußen der Wind heult und der Schnee unaufhörlich fällt, ist eine ergreifende Erinnerung an die unversöhnliche Härte des Lebens und die Stärke der Familie in dieser feindlichen Umgebung. In dieser weißen Hölle verzeiht die Natur keine Fehler oder Schwächen. Nur die Stärksten, die Schnellsten oder die Intelligentsten, diejenigen, die die Kunst der Geduld und der Strategie gemeistert haben, werden den nächsten Sonnenaufgang und das Versprechen des Brünlings erleben. Es ist eine Symphonie aus Widerstandsfähigkeit, Strategie und Brutalität, in der jede fallende Schneeflocke eine Geschichte vom epischen Kampf ums Überleben erzählt. Jenseits der weiten, gefrorenen Landschaften Sibiriens erstreckt sich ein ebenso unwirtliches, aber vor den Augen verborgenes Reich unter dem Eis, das Arktische Meer und seine angrenzenden Gewässer, die die meiste Zeit des Jahres unter Quadratkilometern von Meereis gefangen sind. Es ist eine Welt der Stille, der Dunkelheit und des tiefen Blaus, in die das Sonnenlicht kaum vordringt und in der Leben auf den ersten Blick unmöglich erscheint. Doch unter dieser eisigen Oberfläche, die mehrere Meter dick sein kann, verbirgt sich ein lebendiges und außergewöhnlich angepasstes Ökosystem. Ein komplexes Netz marinen Lebens, das den härtesten Bedingungen trotzt und ein erstaunliches Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit der Natur ist. Hier sind die Robben, mit verschiedenen Arten wie der Ringelrobbe oder der Bartrobbe, die wahren Herrscher des Eises. Ausgestattet mit einer bis zu 10 cm dicken Fettschicht, Blubber, die als perfekte Isolierung gegen das eiskalte Wasser dient, und einem hydrodynamischen Körper, der es ihnen ermöglicht, mit überraschender Anmut unter Wasser zu gleiten, sind diese Tiere darauf spezialisiert, in der Dunkelheit des Ozeans Fische, Krustenteile und andere Meereslebewesen zu jagen. Aber ihr wahres Genie und der Schlüssel zum Überleben liegt in ihrer Fähigkeit, Atemlöcher im Eis zu schaffen und zu erhalten, indem sie ihre kräftigen Krallen oder Köpfe benutzen.
Diese kleinen Löcher, die von der Oberfläche oft kaum zu sehen sind ihre einzige Verbindung zur Atmosphäre, zum Sauerstoff und zur Außenwelt. Durch sie tauchen die Robben auf, um zu atmen, sich kurz auf der Eisoberfläche auszuruhen und, was noch wichtiger ist, in Schneehöhlen ihre Jungen zu gebären und zu beschützen. Jedes Atemloch ist eine Oase des Lebens, aber auch eine extrem große Schwachstelle. Denn in diesem eisigen Reich sind Orcas, Schwertwale, die ultimativen Raubtiere, die wahren Meister der Rudeljagd und der kollektiven Intelligenz. Bekannt für ihre geistige Schärfe, ihre ausgeklügelte Kommunikation durch Klick- und Pfeiflaute und ihre komplexen Jagdstrategien haben die sibirischen Orcas eine unglaubliche, fast schon legendäre Taktik entwickelt, um Robben auf dem Eis zu jagen. Sie patrouillieren geräuschlos unter der Wasseroberfläche, ihre dunklen Silhouetten sind durch das durchscheinende Eis kaum sichtbar. Sobald sie ein Beutetier entdecken, das sich sorglos auf einer Eisscholle ausruht, koordinieren sie einen verheerenden Angriff. Sie reihen sich auf und erzeugen mit unglaublicher Präzision riesige Wellen, indem sie ihre Schwänze und Körper synchron ins Wasser schlagen, was die Eisscholle zum Schwanken bringt und die Robbe desorientiert und beängstigt ins Meer stürzt. Einmal im Wasser ist die Robbe eine leichte Beute für die wartende Gruppe von Orcas. Es ist eine atemberaubende Zurschaustellung von roher Kraft, kollektiver Intelligenz und unübertroffener Umweltanpassung. Doch die wohl größte Bedrohung für Robben und in der Tat für alle Lebewesen in der Arktis und ihren Eisregionen kommt vom Land und vom Eis selbst, der Eisbär. Mit seinem cremeweißen Fell, das ihm eine perfekte Tarnung in der verschneiten Landschaft ermöglicht, und einem Geruchssinn, der eine Robbe kilometerweit unter dem Eis aufspüren kann, ist der Eisbär der ultimative Einzeljäger der Arktis, ein perfekt angepasster Räuber. Er bewegt sich heimlich über das Eis und wartet oft stundenlang geduldig in der Nähe von Robbenatemlöchern oder Geburtsplätzen. Geduldig, berechnend und unheimlich stark wartet er den richtigen Moment ab für einen schnellen und tödlichen Angriff und nutzt seine enorme Schwesenheit und Kraft, um seine Beute zu fangen. Das Überleben des Eisbären ist untrennbar mit der Gesundheit und Ausdehnung des Meereises verbunden, da er das Eis als wesentliche Plattform für die Jagd auf Robben nutzt, seine wichtigste und fast einzige Nahrungsquelle. Ohne das Eis
das aufgrund des Klimawandels in alarmierendem Tempo verschwindet, wird das Leben der Eisbären unhaltbar, was sie dazu zwingt, auf dem Land nach Nahrung zu suchen, mit oft tödlichen Folgen. Die Welt unter dem Eis Sibiriens ist ein Ort von herber Blüten, verborgenen Wundern und inhärenter Brutalität. Sie ist eine deutliche Erinnerung daran, dass selbst in den härtesten und herausforderndsten Umwelten des Planeten das Leben einen Weg findet zu gedeihen, zu kämpfen und zu überleben, aber auch, dass jedes Glied in der Nahrungskette sowohl entscheidend als auch extrem zerbrechlich ist. Nach den vielen lähmenden Monaten des Winters und der scheinbar endlosen Umarmung aus Eis weht ein Hauch von Hoffnung, fast ein Flüstern des Lebens durch die weiten Lande Sibiriens. Der Frühling bricht an, nicht mit der sanften Langsamkeit und dem allmählichen Erblühen wie in anderen Breitengraden, sondern mit einem Ausbruch an Energie, einem plötzlichen und drängenden Erwachen. Die Sonne beginnt an Stärke zu gewinnen, ihre warmen Strahlen lassen die oberflächlichen Schichten aus Schnee und Eis langsam schmelzen, die Tage verlängern sich spürbar. Und allmählich weicht der riesige weiße Mantel, der das Land für ein halbes Jahr bedeckte, und gibt den feuchten und dunklen Boden darunter frei. Die Flüsse, einst regungslose und stumme Eiskäfige, toben nun mit der Wut des Schmelzwassers, reißen Äste, Sedimente und kleine Eisschollen mit sich und verwandeln die Landschaft mit ihren reißenden Strömen. Das Land, das unter seiner weißen Kruste geschlafen hat, erwacht mit einer spürbaren Dringlichkeit, einem frenetischen Ausbruch neuen Lebens. Für die Lebewesen Sibiriens ist der Frühling eine Zeit der Erneuerung und der Chance, aber auch eine Zeit intensiver Aktivität und neuer Gefahren. Es ist die Brutzeit, in der das Leben, das in den harten Wintermonaten unterdrückt und latent war, in einer gewaltigen Welle von Geburten ausbricht. Kleine, verletzliche und in ihren ersten Tagen tollpatschige Eisbär- und Braunbärjunge kriechen aus ihren im Schnee oder unter Wurzeln gegrabenen Höhlen, um ihren Müttern bei den ersten zaghaften Erkundungen der Außenwelt zu folgen. Jeder Schritt ist eine Lektion in Überleben, jeder Geruch eine neue Lektion in der Komplexität ihrer Umgebung. Die Bärenmütter, die von der Trächtigkeit und der Ernährung ihrer hungrigen Jungen erschöpft sind, müssen schnell Nahrung finden, um ihre Fettreserven wieder aufzufüllen und das Überleben ihres kostbaren Nachwuchses zu sichern, wobei sie ihnen die für die Zukunft unerlässlichen Fähigkeiten beibringen. In den schmelzenden Flüssen findet das jährliche Wunder der Lachswanderung mit einer frenetischen Energie statt.
Tausende von Lachsen, angetrieben von einem fast schon mythischen, angeborenen Instinkt, schwimmen unaufhörlich stromaufwärts, springen über Wasserfälle und überwinden Hindernisse, um genau an den Orten zu laichen, an denen sie Jahre zuvor geboren wurden. Dieses große Ereignis ist ein Geschenk für die Raubtiere des Waldes und der Küsten. Bären, sowohl Braun- als auch Eisbären, in den Küsten- und arktischen Regionen versammeln sich an den Flussufern und Mündungen und werden zu geschickten Fischern. Mit präzisen Pfotenschlägen und kräftigen Kiefern fangen sie die Lachse in einem Wettlauf gegen die Zeit, um die notwendigen Fettreserven aufzubauen, die ihnen dabei helfen, den langen und harten Winter zu überleben, der mit Sicherheit zurückkehren wird. Tief in den dichten Wäldern der Taiga verlässt der majestätische sibirische Tiger, die größte Katze der Welt und eines der schwerst fassbarsten Lebewesen des Planeten, sein einsames Leben, um sich zu paaren und Nachkommen zu zeugen. Im dichten Unterholz des Waldes zieht eine Tigermutter sorgfältig ihre kleinen gestreiften Jungen auf und lehrt sie die Kunst der verstohlenen Heimjagd und des stillen Überlebens. Der sibirische Tiger, der unbestrittene König seines Reviers, wird durch die immense Verantwortung, seine junge Familie zu schützen und zu ernähren, noch furchterregender. Seine Hauptbeute zu dieser Zeit sind die sibirischen